damit sitze ich an der völlig falschen Seite des Bildschirms, korrigiere ein bisschen die Kamera und sage dann: Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu einem brandneuen Projekt, das ich aus eurer Vorschlagbox gegriffen habe, weil es ganz interessant klang und ich mir gedacht habe, okay, How Long to Beat sagt, das ist jetzt gar nicht so lang, das könnte man rein theoretisch eventuell auch an einem Abend schaffen. Und deswegen habe ich es hier mal reingesetzt. Die Rede ist, wie am Thumbnail und auch am Namen des heutigen Streams unschwer zu erkennen ist, natürlich von Draugen. Und die Leute sehen dich, auch wenn du versuchst, dich da hinten zu verstecken. Aber ich weiß nicht, was dein Endziel ist, kleiner Mann. Ja? Aber du wurdest bereits entdeckt. Der Chat sagt bestimmt gleich wieder Hallo Harvey. Pass auf. Hm? Die sprechen dich bestimmt gleich an. Hm. Aber wenigstens muss ich diese Reise nicht alleine machen. Genauso wenig wie der Protagonist unseres Spiels hier. Ich habe hier nämlich gerade die Steam-Shop-Seite nochmal auf. Ich habe gedacht, wir gucken nochmal ganz kurz, was hier so an Informationen über das Spiel drinstehen, das wir am heutigen Abend gemeinsam in Angriff nehmen wollen. Es soll angeblich Pi mal Daumen so 3 bis 3,5 Stunden lang sein. Schauen wir mal, wie sich das so verhält. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Die Rezensionen sind auf jeden Fall größtenteils positiv. Das Spiel ist veröffentlicht worden am 29. Mai 2019 und entwickelt wurde es von Red Thread Games. Das sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind das die gleichen Leute, die haben unter anderem die Dreamfall Chapters und The Longest Journey gemacht hier. Beziehungsweise nicht The Longest Journey, aber die Dreamfall Chapters. Longest Journey ist ja, glaube ich, nur hinterlegt. Dreamfall ja auch tatsächlich eine relativ bekannte Adventure-Spielereihe, von der ich noch so überhaupt gar nichts gespielt habe, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe es auf jeden Fall mal wahrgenommen, dass das existiert. Na, Harvey? Wir haben mal wahrgenommen, dass das existiert, ne? Dir ist hoffentlich bewusst, dass du auf dieser Lehne nicht den ganzen Abend liegen bleiben kannst, weil gerade auf der Seite war so ein bisschen Armfreiheit. Hier liegt nämlich die Maus. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich mich noch nicht endgültig entschieden habe, ob ich das Ganze heute mit Maus und Tastatur oder mit Gamepad steuere. Wobei ich ehrlich gesagt auch gar nicht weiß, ob eine Gamepad-Steuerung überhaupt mit drin ist. So, mal weiter hier im Text. Gibt es eine Altersangabe? Manchmal ist da eine Altersangabe dabei. Aber so heute nicht. Okay. Aber es ist ein Indie-Adventure, laut dem Genre hier. Worum geht's denn überhaupt? Worum geht's denn in Draugen? Draugen ist eine Singleplayer First-Person Fjord Noir Geschichte voller Rätsel und Geheimnisse im Norwegen der 1920er Jahre. Das ist doch schön. Vom Entwicklerstudio von Dreamfall Chapters und den kreativen Köpfen hinter The Longest Journey und The Secret World kommt eine psychologische First-Person Detektivgeschichte, die im Norwegen der 1920er Jahre spielt. Wir schreiben das Jahr 1923. Du spielst Edward Charles Harden, einen amerikanischen Reisenden, der nach Norwegen gekommen ist, um seine verschwundene Schwester zu finden. Doch du bist nicht allein. Auf jedem Schritt seiner Reise wird Edward von seiner Begleiterin Lissie, einer geselligen, unabhängigen und rätselhaften jungen Frau, begleitet. Zusammen müsst ihr diese malerische Küstengemeinde, eingebettet zwischen den Fjorden und Bergen des ländlichen Norwegens, erkunden. Auf der Suche nach Edwards Schwester entdeckt ihr die Dunkelheit, die unter der pittoresken Oberfläche verborgen liegt. Ich bin nicht allein. Erkunde die norwegische Küste der 1920er Jahre in Begleitung einer lebendigen, unabhängigen Gefährtin. Interagiere mit deiner Begleiterin Lissie mit Hilfe eines realistischen und dynamischen Dialogsystems. Erlebe eine packende Geschichte aus der Sicht eines zunehmend unzuverlässigen Erzählers. Bahne dir deinen eigenen Weg durch eine malerische Umgebung, die sich durch das Wetter und durch Edwards mentalen Zustand verändert.
Eine Geschichte über das, was sich unter der Oberfläche befindet. Entdecke eine spannende Geschichte mit unerwarteten Wendungen. Aber wenn wir erwarten, dass es unerwartete Wendungen gibt, sind die unerwarteten Wendungen dann tatsächlich noch unerwartet? Wunderschöne Musik vom preisgekrönten Komponisten Simon Poole. Dreamfall, The Secret World, The Park, ne, für alle diejenigen, die sich da noch dran erinnern, das haben wir ja auch mal im Livestream zusammengespielt, und Dreamfall Chapters, verfasst von Ragnar Tornquist, The Longest Journey, Dreamfall, The Secret World und Dreamfall Chapters, designt und entwickelt vom Entwicklerteam von Dreamfall Chapters, vollständige englische Sprachausgabe und mit Motion Capture animierte Charaktere, aber keine Angst, hier steht dabei, Oberfläche und Untertitel in Deutsch, also so das Übliche, was wir gerade im Indie-Markt halt ganz oft haben, englische Sprachausgabe und deutsche Untertitel, ne, die wirklich komplett ins Deutsche übersetzten Titel, die wirklich auch deutsche Sprachausgaben haben, sind ja meistens so die teureren Produktionen von den größeren Studios, weil die kleineren Studios sich sowas bedauerlicherweise einfach nicht leisten können. Wobei, wenn sie mich angetextet hätten zum Beispiel, ich hätte einen der Charaktere hier im Spiel, hätte ich umsonst gesprochen, hätte ich gesagt, mach ich für euch, gebt mir einfach den Text, ich spreche euch das ein. Ja, kein Problem. Braucht ihr nur noch einbauen, aber auch das kostet natürlich Geld, weil das halt Arbeitszeit ist, ne? Also für die, nicht für mich. Also für mich wäre es auch Arbeitszeit, aber ich würde es tatsächlich ehrenamtlich machen. Ja, also so kleine, vielleicht finden wir ein paar Leute, die sich so zusammentun, die so kleinen Indie-Entwicklern anbieten, ey, kommt zu uns, wir sprechen eure Spiele für umsonst ein, damit es deutsche Versionen gibt. Kann man ja mal, kann man als Angebot, kann man das mal in den Raum werfen. Ja, so richtige Sprecher werden dann bestimmt relativ schnell stinksauer auf uns. Wobei mit Profis können wir natürlich nicht mithalten von der Qualität her, ne? Aber wenn ich mir angucke, also wenn ich mir zum Beispiel Dracula angucke, da waren jetzt nicht unbedingt Profis am Werk, ne? Also gerade Dracula klang hier so uninteressiert an allem, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das. Achso, Infos von der Dracula-Front übrigens, weil wir jetzt hier quasi in dem Format drin sind, wo wir das letzte Mal Dracula gespielt haben und dann Werbung hier für Draugen gemacht haben. Ich habe inzwischen Dracula 2 in der GOG-Version angetestet und ausprobiert und es läuft. Es läuft, es startet, es funktioniert soweit alles. Es würde sich sogar streamen lassen, das habe ich. Also gut, ich hab nicht auf Stream starten gedrückt, aber ich hatte OBS nebenbei laufen und habe einfach mal geguckt, wie es läuft. Einziges Problem ist, die Maussensibilität ist relativ niedrig. Das heißt, es dauert relativ lange, sich umzudrehen. Das könnte potenziell zu Problemen kommen, wenn es da irgendwelche Actionsequenzen in dem Spiel geben sollte. Aber so grundlegend kann ich erstmal sagen, dass die deutlich überlegenere Version dieses Spiels auf jeden Fall im zweiten Teil funktioniert und wir nicht wieder auf die doch an manchen Stellen ehrlich gesagt relativ erbärmlich umgesetzte Handyversion zurückgreifen müssen, zumindest wenn alles so läuft, wie ich das aktuell geplant habe. Und jetzt habe ich, glaube ich, hier auch genug vorweg erzählt und geblubbert und geblat. Jetzt können wir, glaube ich, mal ins Spiel starten. Und während ich hier auf Spielen drücke und darauf warte, dass das Spiel an sich startet, werfe ich nochmal in den Raum, dass ich aktuell tatsächlich auch mit dem Gedanken spiele, da ist wieder Spielen, ne? Neben Schatten über Riva, also neben dem schwarzen Auge, vielleicht noch so ein kleines, eins von diesen Oldschool Point-and-Click-Adventures als VOD-Let's Play so nebenbei zu bringen. Würde da denn in irgendeiner Art und Weise Interesse bestehen? Ich frage erstmal unter den Zuschauern dieses Streams, aber ich werde im Zweifelsfall vielleicht auf YouTube und oder Discord diese entsprechende Frage dann ansonsten auch nochmal in den Raum werfen. Also das wäre jetzt nicht statt irgendeinem Livestream und auch nicht statt irgendwelchen schwarzen Auge-Folgen, sondern so nebenbei, wenn ich die entsprechende Zeit dafür mal haben sollte. Ich mache das Spiel allgemein mal. Machen wir mal 40. Ich sehe das nämlich ehrlich gesagt noch nicht, dass das Spiel tatsächlich so leise ist, wie es mir im Moment angezeigt wird. Ich will nicht, dass uns die Ohren noch... Hier, guck mal, Lissie hat eine eigene Taste. Wie schön ist das denn? Aber hier steht nichts von Controller-Steuerung oder sowas, ne?
Aber Empfindlichkeit setze ich jetzt schon mal ein bisschen hoch. Ich bin immer gerne empfindlich. So, Textsprache Deutsch, Untertitel an. Überlagernde Untertitel. Was sind denn überlagernde Untertitel? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen, weil es ist an. So. Also, eine Sache noch vorweg für diejenigen von euch, die hier vielleicht so ein richtiges Horror-Adventure jetzt erwarten. Das hier ist keine richtige Horrorgeschichte. Jetzt wird es nämlich lauter, seht ihr? Das hier ist keine richtige Horrorgeschichte. Das ist mehr so... Ja, es hat gruselige Elemente, aber es ist jetzt an sich kein Horrorspiel. Es ist mehr so ein Adventure. Also jetzt nicht so Someday You'll Return, sondern mehr so... Weiß nicht, was hatten wir denn so? The Vanishing of Ethan Carter zum Beispiel, glaube ich. Für diejenigen von euch, denen das sagt. Oder Suicide of Rachel Foster. Ja, das hatte auch gruselige Elemente, aber war jetzt kein ausgeprägtes Horrorspiel, würde ich sagen. Hat der Kater mir gerade seinen Schwanz ins Gesicht geschlagen? Hast du das gerade wirklich gemacht? Guck mal her hier. Jetzt schnapp ich dich, du. Jetzt bist du geschnappt. So. Jetzt muss ich dich nochmal kurz lieb haben, weil ich dich danach nämlich vom Sessel schmeißen muss. Du hast mir deinen Schwanz ins Gesicht geschlagen. Es gucken vielleicht auch Kinder zu. Was hast du dir dabei gedacht? Wir wollen noch keinen Strike. Es tut mir leid. So. Oder geh doch hier oben auf die Lehne. Musst du immer auf mir liegen? So, wo waren wir? Da waren wir. Ja, wie gesagt, lasst euch auch diese Geschichte mit dem Point-and-Click-Adventure mal durch den Kopf gehen. Ich kann es nur anbieten. Ich hätte nämlich voll Bock drauf, aber ich weiß nicht, ob ich es im Stream unterkriege. Gestaltet sich im Moment relativ schwierig, weil wir so viele andere Sachen laufen haben. Und ich glaube, Adventures könnte ich besser in einzelne Folgen unterteilen als manch anderes Spiel, was ich so spiele. Ich muss noch mal was probieren. Wartet mal. So. Tag 1. Und das Licht ist jetzt aus. The water's cold. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, teddy bear. You know I don't like it when you call Edward. Edward Charles Harden, Esquire. me... Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissie, promise. Well, piffle and phonus Jetzt ist baloney. sehr leise. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. So, do you think we'll find your Betty in, what did you call this village? Gravewick? Grovewick? She's there. How can you know for sure? She's my sister. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote But about... that's months ago. Ich mach das gleich nochmal lauter. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Oh, Betty's... the cat's pajamas, the bee's knees, little Miss... Alice, you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sidarb. We all love her dearly. And Teddy Bear. Edward. We will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia way just to chase her Norway. down. Everything will be Jake, old fruit. Is that it? Is that Groovewoke? Ich will jetzt das Gespräch nicht unterbrechen, sonst hätte ich schon längst lauter gemacht. Peaceful and beautiful and so desolate, like a place built for ghosts. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, was überlagernder Untertitel bedeutet. Das schalte ich auch gleich noch aus. do this for much longer. Can you row any faster? Da oben ist eine Kirche, seht ihr das? Eine Kapelle oder sowas. How about you take over, Alice? You slay me, Teddy, old bean.
Was that thunder? Still distant. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it, because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Okay, die ist mir jetzt schon sympathisch, die Lissie. Zu der Figur muss ich, glaube ich, auch gleich nochmal was sagen, damit es keine Missverständnisse gibt hier. Aber erstmal machen wir das mit dem Ton. So Es ist doch zu leise, oder? Was sagt Where ihr? is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland farm is up the hill somewhere. Up where? Da oben wahrscheinlich, ne? Das da ist wahrscheinlich die Farm. Da ist Where's ja the schon... farm? I believe it's that farmhouse, all the way at the top. Hot dog! Let's ankle! Hold on. Let me read the letter from Mrs. Fretland first. I'll meet and- you up there, old sport. I want to explore. Last one's a skunk's tail. Be careful. The ground's muddy. You could slip and fall. See you in 2 shakes. Da läuft sie schon mal laufend davon. Die hätten wir eh nicht aufhalten können, glaube ich. Dear Mr. Harden, we would like to extend an invitation to visit our home. Trouble to hear of your sister's disappearance. No news to share. You'll find our farm on top of the hill. I hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, Den würde ich gern noch mal in Ruhe lesen dann hier. where are you? Did you make it to Grovik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Also sprach Zarathustra. Teddy, are you coming? I'm almost there. On my way. Righto. Step to it, teddy bear. Where are you? I'm waiting for you at the farm. So, da oben ist Lissie. Wir haben eine Taste, die wir drücken können, um Lissie zu finden. Das ist schon mal gut. So, überlagernde Untertitel aus. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Audio machen wir wieder lauter. Gehen wir mal auf... Gucken wir mal 55. 50. 55. 55. Gucken wir uns mal 55 an. So, jetzt hätte ich gerne, dass der Kerl hier auch was sagt. Ist jetzt nicht der schönste Wassereffekt. Aber zweckmäßig, glaube ich. So. Lissie kann ruhig da oben noch ein bisschen warten. Ich sehe mich hier erstmal um. So wie sonst auch, ne? Fretland Mining Company. Lissie? I'm by the farmhouse. Where are you, Lissie? I'm up at the farm. Meint ihr, er redet jetzt laut genug oder soll ich noch ein bisschen lauter machen? Vielleicht auch ein bisschen dunkel, wa? Man sieht hier kaum was. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen hell. Machen wir 20. Das ist so Feintuning. Ja, doch, das kann man nehmen, oder? Dafür, dass es noch nicht dunkel sein soll, jetzt kann man hier wenigstens was erkennen. Und mit der Lautstärke gucken wir mal. Just stick to the path and you'll find me. Das ist alles so runtergekommen und kaputt aus hier. Nicholas Bolton als Edward. Sky Bennett als Alice oder Lissie.
So, ich wollte ja zu der Figur der Lissie wollte ich noch was sagen. Nicht, dass man jetzt hier irgendwie falschen Eindruck dazu kriegt, weil irgendwo stand da auch was zu. Also Lissie ist weder mit Edward und seiner Schwester Elizabeth hier verwandt, noch sind die irgendwie ein Pärchen oder sowas. Lissie ist Edwards Ward oder Edward ist Lissies Warden. Also quasi sowas wie... Wie übersetzt man das am besten? Das ist, in der damaligen Zeit ist das tatsächlich relativ üblich gewesen, dass gerade so etwas wohlbetuchtere Familien Kinder und Jugendliche bei sich aufgenommen haben. Die waren dann nicht blutsverwandt, aber die waren quasi, die standen dann unter deren, ja, wie nennt man das, Vormundschaft? Ne, die mussten sich dann um die kümmern, mussten denen Geld zur Verfügung stellen, sowas quasi so ähnlich wie eine Adoption, nur dass sie halt nicht direkt adoptiert worden sind, aber so ein bisschen. Und sowas ist Lissie für Edward. Also es ist mehr so seine... Also man könnte eher davon reden, dass es seine Ziehtochter ist, als irgendwie eine Liebschaft oder sowas. Nur so zum Verständnis der Dynamik dieser Figuren, soweit ich mir das erlesen konnte. Taking a break. Hurry up! Storm's getting closer. Ja, sowas in der Art. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr recherchieren sollen, wie genau das damals funktioniert hat. Wenn wir noch Zeit haben, können wir das nachher gern nochmal nachgucken. Es ist nur, also ich hatte kurz ins Forum geguckt, ob ich irgendwelche großen technischen Probleme oder so, auf die wir achten müssen. Und da stand das halt drin, beziehungsweise einer hat gefragt, This way! einer hat geschrieben, dieses Spiel ist total scheiße, guckt euch doch nur mal den Trailer an. Völlig unrealistisch, ihre Schwester ist verschwunden und sie tanzt da einfach durch die Gegend und ist fröhlich, war ja im Trailer zu sehen. Daraufhin hat ein anderer geschrieben, also zum einen, die Figur, die du da im Trailer siehst, ist Lissie und nicht Edward, also nicht die Figur, deren Schwester verschwunden ist. Und zum anderen, Lissie ist, ja, dann diese Pflegekind-Geschichte und sowas dann, ne? Sonst hätte ich das auch nicht gewusst. Aber ist wahrscheinlich gut, das im Vorfeld zu wissen. Wie oft kann ich eigentlich ausruhen? Was soll das? Was sind wir eigentlich für ein Schlappschwanz hier? Deswegen ist es Edward halt auch so wichtig, dass Lissie sich benimmt, ne? Where are you? I'm waiting for you at the farm! Ich habe Angst, dass die Musik vielleicht ein bisschen laut ist im Vergleich zu dem Rest. Auf jeden Fall wird es neblig. Ich hab schon wieder das Gefühl, ich sitze falsch rum. Ich habe das Gefühl, in der Kamera sieht es so aus, als würde ich aus dem Bildschirm rausgucken. Aber ich kann es auch nicht einfach drehen, weil hier in die Richtung noch Kamerabild ist, was quasi abgeschnitten wird. Und was dann stattdessen ins Bild tragen würde. Also statt mir. Ne? So, lass mich doch mal ausruhen. Ich bin alter Mann hier. Seriously? You're not the one carrying a... Norwegen! Wollte ich mir nicht verkneifen. Entschuldigung. Ja gut, machen wir weiter.
Es ist wahrscheinlich, es ist in meinem Kopf wahrscheinlich deutlich schlimmer, als es tatsächlich ist, aber etwas irritieren tut es mich schon, bin ich ganz ehrlich. Oder besser ärgern? What took you so long? I'm not 17. Nor are you 17. Put some spring into your step, old sport. Did you see the flag? It's at half-mast. Someone died. Ja, seht ihr, jetzt stapeln sich diese Untertitel nicht mehr übereinander weg, sondern verschwinden einfach, wenn sie durch sind. Finde ich persönlich angenehmer, aber wenn ihr es lieber anders haben wollt, so wie wir es ganz am Anfang hatten, dann schreibt es mir, dann mache ich das. So, Lissie. So this is it, huh? Nice digs. But seriously, where is everyone? Das Wetter verschlechtert sich und Edward würde sich nicht wundern, wenn die Dorfbewohner Zuflucht in ihren Häusern gesucht hätten. Die Stille behagt ihm nicht, aber hier wohnen hart arbeitende Menschen mit viel zu tun. Oder es gab keine Spur von anderen Menschen auf der Fjord, aber er hat sich auch auf das Rudern konzentriert. Ja, wahrscheinlich sind die im Haus, ne? Das Wetter verschlechtert sich. The one about the empty ship drifting in the open sea? That story. Perhaps everyone's indoors. The rain's picking up. You first, old bean. Ich glaube, ich muss die Dialoge selber entscheiden. Der ist eben schon ausgeblasst. Ich habe also nicht ewig Zeit, um zu antworten. Und mit der Latenz und alles... ich glaube, das wird nicht so super funktionieren, hier interaktiv zu werden. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ansonsten müsst ihr halt super schnell reagieren und mir irgendwas in den Chat schreiben, dann, wenn Entscheidungen sind. Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. Auf eine gewisse Art und Weise. Was wird da gelacht? Was habe ich verpasst? Ich bin ja gerade dabei, meinen Bildschirm einzurichten. Schnell ist das, was ich manchmal tun sollte, aber irgendwie nie tue. I'm coming in. This is Mr. Harden. Hello? Is anyone home? Achievement. His house is as empty as a bird's nest in December. Hey, you want to check out the upstairs? I'm a guest. Why would I start poking around every corner of the house? I don't know. Maybe they're playing hide and go seek. Well, I didn't want to go upstairs anyway. It's creepy. There must be a sitting room on this floor. Dann schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier. Da kann man nicht rein. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. It's really coming down. How about a quick run in the rain? You can't be serious. You're already a wet blanket, teddy bear. It's not like you'll get any wetter. Look! Family pictures. They must be the, what did you call them? Fretlands. What's on the tip of my tongue? You can see the whole village from up here. Do you want to go sightseeing? Tomorrow. It's getting late, and the rain's not abating. Betty might be with the Fretlands, wherever they are. Wouldn't Anna Fretland have written you? She might have. We left Hanover a month ago. Das nenne ich mal eine Anreise, ne? Das waren noch Zeiten, wo du einen Monat gebraucht hast, um von Amerika nach Norwegen zu kommen. The flag outside was flying at half-mast. What does that mean? Someone died. Jemand ist gestorben. It'll get dark soon. Where will you sleep? There must be a guest bedroom. I'm not using their beds without invitation. We can disguise ourselves as bedwear. They'll never know we're here. Betty would have fallen in love with this house. She adores the rustic.
You're the Betty expert. She once begged me to buy an entire set of pastoral dining room furniture for the house. It's not like she's ever there. Do you regret coming here with me? Are you kidding me? I never miss out on a grand adventure. Besides, you wouldn't survive a day without me, Teddy Bear. Did you find anything interesting? I find everything interesting. Did you find anything interesting? I find everything interesting. Okay. Jetzt haben wir alle Dialoge durch. Jetzt können wir erstmal. There's the Stave Church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half-mast, but no sign of life out there. Ich bin ja schon die ganze Zeit überlegen bezüglich des. The Fretlands, the Hansons, the Jensens, all of them. I'm sure they'll be back soon. It's like a dead land. As though its soul has departed. Ich bin ja schon die ganze Zeit am Überlegen bezüglich des Namens des Spiels. Draugen. Da ist ja eine gewisse Wortverbundenheit zu Drauger. Das sind ja, ich sag mal, Wassergeister. Oh, da ist ein Brief, den lese ich mal zum Schluss. Er hat vorher keine Fotografien der Fretlands gesehen, aber das müssen sie sein. The Fretlands. Right. Anna and John? Johann. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johann Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy, old boy. Women can vote. Old Johann's a bit wooden, isn't he? Like someone put a They're stick up posing for a up his rear photograph. end. I say, loosen up, Johann. I'm sure you two stiffs will get along famously. Johann went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? It must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. I can't wait to meet her. She's guaranteed to be more fun than you. Hey. Did you find anything interesting? I find everything interesting. Gut, was genau ist denn ein Draugen? Kannst du vielleicht uns da noch ein paar Informationen zukommen lassen? Weil das ist ja eine ganz bestimmte Art von norwegischer Folklore, meine ich, ne? Also. Wait. Is that... Are they... Who's... They're all twins. All of them. That's Johann and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Ist mir gar nicht aufgefallen vorher. Margaret. Twins marrying twins. My mind's reeling. This is just too adorable. May 26th, 1899. We'll be celebrating their silver anniversary next year. Zwillinge heiraten Zwillinge. Wollen wir wetten, dass das noch eine Rolle spielt? Lissie, das war nicht nett. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish, though she grew up in Ålesund. Have you been secretly communicating with Johann's winsome wife, Edward, dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's English I was isn't only as... joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. Es gibt viel zu entdecken und mit viel zu interagieren, ne? Da ist ein Buch. Ach komm, ich will erst das Buch aufheben. What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Why would someone burn this? Like I said,
Maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddylanders? I don't think so. They only have the one daughter. Dann müsste es ja eher Ruth sein, ne? Also für you hear Ruth something? von... No. Must be the wind under the door. Or the churning sea. Or the interminable rain. Or flesh-eating ghouls waiting to pounce. Alice, honestly. You're the one who reads Poe to me. Don't blame me for having an active imagination. Da hat sie natürlich recht. Das ist so die Art von Mensch, die konstant in Bewegung bleiben muss, ne? Das ist stillsitzen oder stillstehen irgendwie, das geht nicht. Jetzt wird getanzt zum Beispiel. Okay, was haben wir hier? Also warte mal, habe ich eigentlich ein Inventar? Kann ich diesen Brief von der Madame da nochmal lesen? Dear Mrs. Fretland, I trust this letter finds you and your husband in good health. I wrote to inform them about when I'd be arriving. So where are they? Do they even have calendars? Maybe they don't know what day it is. Despite appearances, we haven't gone back in time. They have calendars. Home feels very far away. Are we feeling melancholy again? I've never been this far from Hanover. It's about time we got you out of that. Da waren wir gerade wieder ganz kurz weg. Sobald ich es gemerkt habe, habe ich hier unterbrochen, damit wir nichts verpassen. It's her reasons. Okay. I asked about Elizabeth. Machen wir den Dialog nochmal hier. Anna, Mrs. Fretland promised she'd write if she heard anything. There wouldn't be many female reporters from New York and Western Norway. Why would she come here in the first place? Betty always has her reasons. Oh, the thought of boarding that infernal ocean liner again. I quite enjoyed it. So much room for exploration and mischief. So many opportunities for seasickness and claustrophobia. Don't be a Debbie Downer. I'm sure your tummy will be better behaved on the return voyage. And you'll be craving enclosed spaces after a week in this wide-open wilderness. Ja, vielleicht. Na, das verspricht ja lustig zu werden heute Abend, wa? Das ist schon das zweite Mal, dass alles weggekippt ist hier. Ich finde es spannend, dass das Internet sich hier zwischendurch einfach abschaltet. Was ist irgendwie schlechtes Wetter oder so? Hatten wir Sturmwarnung für Deutschland? Ne, das war letzte Woche, ne? Oder ist das für diese Woche? Harvey, sag du mal. Ich weiß es nicht. Aber der ist auch schon den ganzen Tag so unruhig. Aber es fängt an, mich ein bisschen zu nerven, ehrlich gesagt. Ich würde diese Artikel hier, wollte ich gerade sagen, diese Artikel würde ich gerne selber lesen, aber ich glaube, so genau lässt mich das Spiel das gar nicht machen, wa? Gut, gehen wir mal der Reihe nach. Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways? Johann sold his share to focus on farming. Well, that must have put a damper on their relationship. So ein bisschen vielleicht, wa? Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. What happened? The mine collapsed, killing 3 workers, including Arne Fretland, Frederick and Johann's younger brother. That's awful. How old was he? 19. Operations were suspended after the accident. Warum gibt es eigentlich immer eine Mine? Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. Dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. Johann was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Kannst nicht so schnell lesen. Soll ich lieber wieder die anderen Untertitel anmachen hier?
Vielleicht geht das besser. Probieren wir es damit nochmal. Ich fand das ein bisschen irritierend, dass die immer so nach oben geschoben wurden dann. Aber das ist fürs Lesen vielleicht wirklich ein bisschen einfacher. Die waren nicht besser? Sicher? Ne, Mine mit einem I war schon richtig. Falls du das jetzt korrigieren wolltest. Die andere Mine, die mit IE ist, die man im Gesicht trägt zum Beispiel. Hoppla. Betty, Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. Her That's... I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It She just bought it in looks like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off, dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, you're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Die sind nicht besser, sagst du. Dann, schade eigentlich. Aber die reden sehr schnell, das ist richtig. Es sind sehr dynamische Dialoge, aber halt auch sehr schnelle Dialoge. Das ist ungünstig für Leute, die auf die Untertitel angewiesen sind. Das verstehe ich schon. Kann ich aber auch nicht viel gegen It machen. is her scarf. It even smells like Bedauerlicherweise. Shalimar. But what if that's She's not... here. I'm finally going to find her. That's great, Edward, really. I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Something's not right, I'm telling you. Teddy? Edward, what's wrong? Lightheaded, that's all. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Sit down. That's an order from your commander. Yes. Fine. Nein, 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 nein. Ich setze mich jetzt nicht hin. Soll ich durch die Gegend schieben hier? Nein. What are you doing? Come sit down. Ich will mich jetzt nicht hinsetzen. Where are you going? Weg von dem Sofa, wo man sich hinsetzen kann. Hier war noch eine ganz andere Seite vom Haus. Edward, I'm talking to you. Aber ich kann hier nicht wieder raus. Vielleicht wäre die andere Tür sowieso abgeschlossen gewesen. Ich weiß es nicht. Ich komme ja schon. You'll feel better after a short rest. Come sit. I just need to catch my breath. Just for a moment. I want you to lie down. Lie down and close your eyes. It's been a strenuous day. What with the rowing and the dragging of the suitcase up the hill. Well, what if the I'll keep an eye out. I promise. If they come home, I'll wake you. Now, lie down. Close your eyes. Breathe deeply. Na I'm gut. just going to... Dem Edward geht's wohl nicht so gut, wa? Auch diese ganzen Pausen, die er auf dem Weg nach oben schon machen musste. Und jetzt dieser, ich sage jetzt mal, Schwächeanfall. Elizabeth? Is that you? Körperlich ist er nicht ganz so fit, wa? Alice? Betty? Lissie? Lissie, are you here? Ich kann nicht nach Lissie rufen. Jetzt krieg ich Panik. Lissie? Where are you? Lissie? Lissie! Lissie ist nicht da. Was habt ihr mit Lissie gemacht? Habt ihr Lissie versteckt? Ja, sagt die Wahrheit. Ich hab euch genau im Blick. Oder hast du sie weggeschleppt? Infos zum Draugen. Zu der Folklore oder zu dem Spiel?
Who's there? Ja, moin! Betty? Elizabeth? Wait! Das ist ja gar nicht neblig da draußen. Lissie, there's someone outside. It might be Betty. Are you here, Lissie? Lissie? Lissie! Lissie? Where are you, Lissie? Are you in here, Lissie? Die Seite hier, die haben wir vorhin komplett ignoriert. Lissie! Are you upstairs? Who's out there? Hello? Betty? Lissie? Betty? Alice? Alice, where are you? Bin mir nicht sicher, ob mir die aktuelle Situation gefällt. I'm not alone. Soll das ein Fußabdruck sein, oder was? Hallo? Are you out there, Betty? Can you hear me? Der Kater regelt sich hier so lasziv auf der Lehne hin und her. I can hear you. Sag mal, hackt's bei dir jetzt komplett hier? Hä? Ab. Irgendwo muss ich meinen Arm hintun. Ja, und jetzt klimpert er wieder mit den Augen, ne? Ja, eben gerade rammt er mir noch sämtliche Krallen und Zähne, die ihm zur Verfügung stehen, in meinen Arm, einfach nur, weil ich den ja irgendwo hintun musste. Und jetzt klimpert er wieder mit den Augen und ich bin doch ganz lieb. Where are you? Wo ist, Elizabeth! wo ist Alice hin? Das würde mich viel mehr interessieren. Betty? Alice! Alice, where are you? Who goes there? Wait! Ne, das sind genau die Geräusche, die ich hier mitten im Nebel in der Dunkelheit hören will. Are you out there, Betty? Someone there? Ah, da kann ich auch nicht durch. Warum sollte Alice nicht real sein? Can you hear me? Hello? Where are you? Betty, is that you? Are you there, Betty? Ich glaube, viel wichtiger ist die Frage. Ja, aber wieso? Shit. Gott, ist das ein Idiot, ey. Das waren ja auch offensichtlich keine menschlichen Geräusche, die wir da gehört haben. Dass er trotzdem der Meinung ist, es sind Betty und Lissie, die hier durch den Nebel laufen. Elizabeth, are you there? Ja, das war dann so ein totaler Idiot, ne? Das ist... Elizabeth! Lissie? Betty?
Ah, jetzt sind wir wieder unten beim Ufer, okay. The boat, Edward! Where's our boat? Lissie! Wo kommen wir denn jetzt her, junge Dame? Where did you go? Why did you leave me? It stopped raining and you were sleeping, and our boat, it's gone. The boat... What? How? Maybe you didn't secure it properly. I pulled it up. I don't know. I thought I tied it securely, but... Did you see Betty? Did I see... What are you talking about? I think... Betty... It was Betty. It was her. It must have been her. I saw her face in the window, and she vanished into the dark, towards the sea. You really didn't see anyone? I haven't seen a single soul. Are you sure it was her? and Yes! Not... I mean... I saw her face, and... It looked like her. Du redest Bullshit, Edward. Why did she run Du hast away? gar nichts gesehen. Ich habe gesehen, was du gesehen hast. I don't know. It's getting dark. Du hast eine Ziege gejagt und eine Krähe. Du Tomorrow's Idiot. another day. Mann, ey. Right now, Der geht mir let's gerade ein get bisschen auf den Sack. Merkt man nicht, ne? You've got mud all over yourself. And then you really need to sleep. You must be exhausted. Come on. Guten Morgen, Edward. Tag 2. Das ging auf jeden Fall relativ zügig. Und diese dämliche Dingens da, ne? Die irritiert mich jedes Mal aufs Neue. I will find you again. Sieht wie ein total sympathischer Kerl aus, auf jeden Fall. Lissie! This way. Lissie ist schon wieder draußen. Come outside. It's a beautiful day. Oh Mann. Ich möchte mich eigentlich hier im Haus weiter umsehen, aber mir ist aufgefallen, es ist niemand nach Hause gekommen. Zumindest scheint es so, oder? Ach, eine Küche ist das hier. Und da liegt ein Brief, den wir nicht lesen können, weil... Ach, Mann, ich hasse sowas. Das Spiel lässt mich hier nicht vernünftig umsehen. Und weil ich am Anfang den Fehler gemacht habe, durch die falsche Tür zuerst zu gehen, können wir jetzt eventuell diesen Brief da niemals lesen. Das ist doch scheiße. Und das nur, weil ich den Brief nicht richtig lesen kann, sondern nur die Option kriege, mit Lissie über die Inhalte des Briefes zu diskutieren. Warum macht man das? Warum lässt man mich nicht aber den Brief lesen? Verstehe ich nicht. Der Draugenwalzer. Na dann.
kürzer als erwartet, aber er hat sich auch nicht die Mühe gemacht, da mal umzublättern oder so, ne? Wir sind der Mann am Klavier. Wir sind nicht der Typ im Stuhl, wir sind der Mann im Klavier. Ist das ein Bett? Wenn ja, ist das ein eher kleines Bett, ne? Also eher... Guckt hier, da! Ich darf nicht damit interagieren. Im Zweifelsfall wahrscheinlich, weil wir Lissie nicht dabei haben gerade. Oh, Mann. Hier wohnt das kleine Mädchen, wa? Ruth. Sieht zumindest so aus, mit den Spielzeugen und so. Vielleicht kriegen wir Lissie ja nochmal dazu, mit uns zusammen hier alles zu durchsuchen. Ansonsten fände ich es total schade, dass nur weil ich als allererstes links in die Tür gegangen bin, dass ich den Rest des Hauses jetzt so komplett unkommentiert nur noch erforschen darf. Das sind immer so Sachen, das hat mich auch bei The Last of Us, hat mich das total genervt. Dass man immer Angst haben musste, dass man jetzt gerade durch die falsche Tür gegangen ist. Weil es die Tür ist, wo es dann weitergeht. Scheinen auf jeden Fall etwas religiösere Leute zu sein hier. Aber in den 1920ern waren das ja tatsächlich noch relativ viele, ne? Vielleicht doch mal in der Kirche umsehen, wa? Alice? Outside, Teddy. Ach, direkt unter uns. I just about given up on you ever waking up. I was looking around the house. So we're okay with that now? Noted. Sleep well? I dreamed of Betty. She was in the garden, and she called for me. How about you, Lissie, dearest? Oh, you know me, old fruit, wide awake at first light. The Fretlands didn't come home, did they? They did not. There's no sign of anyone. Aside from last night's mistwalker. I've been thinking about that. It looked like Betty. I was so sure. She wouldn't have run away. It makes no sense. Perhaps it was no one. Just the night playing tricks. Well, there must be someone here. And I'm not talking about ghosts. Or goats. What was it you said yesterday? Maybe they're peeking at us through the windows. I'll take a gander. The Fretlands will be home soon. And Betty's here. I know it. I feel it. If you say so, Teddy Bear. Have you had your noodle juice yet? I'm not rummaging through their cupboards. You'll be a pill without your tea and toast, old bean. We need to get you sorted. I'm not hungry. First point on the agenda. Find the natives. A mission! Hot dog! I'll scout ahead. I'll meet you down by those houses. Und da ist er wieder weg. Ach, jetzt darf ich's lesen. Na dann, Dann lesen wir mal. 4. August 1923. Sehr geehrter Mr. Harden, ich hoffe, dieser Brief erreicht Sie bei guter Gesundheit. Mein Ehemann Johann und ich haben Ihren am 9. Juli geschriebenen Brief erhalten. Wir möchten Sie hiermit im Oktober in unser Heim einladen. Machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie uns zur Last fallen könnten. Wir haben nur ein Kind, unsere Tochter Ruth, und mehr als genug Platz für einen Besucher. Wir waren sehr besorgt, vom Verschwinden Ihrer Schwester zu erfahren. Unglücklicherweise haben wir keine Neuigkeiten für Sie. Ich glaube auch nicht, dass sie schon in Gravik angekommen ist. Ich habe nachgefragt und werde Ihnen einen weiteren Brief schicken, wenn ich etwas erfahre. Ich bin mir sicher, dass es ihr gut geht und dass es auf ihrer Reise lediglich eine Verzögerung gab.
Was Ihre Reise angeht, so fürchte ich, dass es leider keine Fähre mehr von Aalesund nach Gravik gibt. Sie werden also selbst einen Transport über den Fjord arrangieren müssen. Bei Ihrer Ankunft finden Sie unseren Hof auf dem Hügel. Es gibt eine Straße von der Anlagestelle aus, die am Laden vorbeiführt. Unser Hof ist leicht zu erkennen. Es ist das größte Haus im Dorf. Bitte schreiben Sie uns noch einmal, wenn Sie Ihre Reise geplant haben oder von Ihrer Schwester hören. Mein Ehemann und ich freuen uns darauf, Sie im Oktober persönlich kennenzulernen. Hochachtungsvoll, Anna Fredland. Okay, also ich verstehe das schon richtig. Seine Schwester ist Journalistin und wollte hier in dieses Dorf, um hier irgendwas zu tun. Und deswegen hat er einfach willkürlich irgendeine hier lebende Familie angeschrieben und hat gesagt, jo, meine Schwester kommt, Digga, und ich würde gern bei euch ratzen, ist das okay? Und die haben dann gesagt, ja, von mir aus in 2 Monaten oder so. Oder wie ist dieser Kontakt zustande gekommen? Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Okay, kann ich jetzt wieder reingehen? Können wir jetzt nochmal gucken, ob wir hier die Sachen lesen können? Die Artikel hier drüben vielleicht? Den auch nicht. Natürlich nicht. Wir haben es ja selber geschrieben. Wir wissen ja, was drin steht. Okay, ich darf nichts lesen hier. Folgen wir mal Lissie. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Dafür, dass wir das Mysterium dieses Ortes ergründen sollen, dass uns Hinweise einfach vorenthalten werden, weil... Nee, ich lese das jetzt nicht. Sehr schade eigentlich. Sehr, sehr schade. Da geht's nicht rein. Ich werde hier nirgendwo rein können, ne? Ich folge einfach erstmal dem Weg. Alice! By the village houses, Teddy. Aber schön ist hier. Das muss man sagen. Herbst, ne? Gut, Oktober. Ist ja Herbst. Up here, Teddy. Hey, it's such a beautiful day. You could bottle and sell this air in Boston. It's frankly medicinal. Careful you don't fall. You suck the fun out of everything, old boy. We're far from any doctor. I don't want you to hurt yourself. That's not very likely, is it? Thought you were scouting ahead. What do you think I'm doing? Vantage point, like on a pirate ship. I can probably see our house in Hanover from here. Did you check those buildings? Knocking on doors isn't a scout's job, old bean. Na gut. There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Fangen wir einfach mal mit den Häusern an hier. So viele sind es ja Gott sei Dank nicht. Ich glaube, da hinten sind wir lang gekommen letztes Mal, ne? So mehr oder weniger. Hello? Anyone here? Why, hello, Mr. American. Please come in for a cup of tea and biscuits. You're not helping. Also, they drink coffee here, not tea. Savages. Barbaren. Noch eine Tür, die nicht verschlossen ist. Die sind aber sehr vertrauensselig hier. Aber er geht nicht rein. Geh rein, geh rein. Ich will mich da drin umsehen. Ja, ist doch ein Versuch wert.
There must be someone around. Only one way to find out, old sport. Did you check all the houses? Hello? Verräter. Who's there? Steht da an der Tür. Das ist wahrscheinlich unser nächstes Ziel, also versuche ich es erst nochmal hier. Wächst da Gras auf dem Dach? Ist das ein Ding in Norwegen? Haben die Grasdächer? Unless Ich war they're noch nie in playing hide and Norwegen. go seek, I'd say that's a no. There's one more house. Third time's the charm. Kann das sein, dass ihr so ein bisschen langweilig ist? Hello? Hallo? Anyone home? Eine sehr kärgliche Einrichtung, oder? September 21st, 1923. Vi desperate. Lissie, found something here. Escalated from words to stones. Blood has been spilled. The curse haunts us all. There is no hope left in Gudsforlate. Good God. Right. In this God-forsaken place. The death of the Jiminy. Death of the children was the end of Grovik. Oh. Whatever remained of our souls departed with them. You should see this, Lissie. The letter just trails off. Was never sent. Was lässt dich vermuten, dass das ein Brief ist, Teddybär? Kann genauso gut auch ein Tagebucheintrag oder was sein. Aber, Alice? Das geht doch. Wenn sie sich unbeobachtet fühlt, ne? Der Tod der Kinder. Blut wurde vergossen. Did you see this door closing? It was just the wind, Teddy Bear. You're as skittish as a pussycat. 3 strikes, you're out. I don't think anyone's been home for a while. Someone painted the word traitor on one of the doors. And there was a letter. It sounded foreboding. Well, you were wrong. The villagers are not indoors. Where would Betty go if she was here right now? I'm sure she'd go for soda pop. Do you think they'll have cola at the general store? Doubtful. Boo. Betty likes exploring new places. She'd have done the same here. And she'd have left some trace of where she'd gone. I just need to put myself in her mind. See this place through her eyes. Well, it's a bright and beautiful day. And we have nothing better to do. What on earth are you doing? Handstands, Teddy. My record is 2 minutes. I'm working on 3. Just go on ahead. I'll catch up. In 3 Minuten, richtig? Verräter. Verräter an der Tür. Tote Kinder. Betty would have taken plenty of constitutionals here. She loves the outdoors. How so? She's a city girl. I'm sure she gets tired of Manhattan. And when she was little, she loved playing in the garden back in Hanover, especially around the pond. Are you alright? I just miss her. You'd have thought someone would have seen us by now. Even if they were all hiding indoors. Maybe there was a spell or curse that made them all invisible. Honestly, Lissie. Or maybe we are the invisible ones.
But then we would see them, wouldn't we? No, I think my original thesis is more likely. The villagers turning invisible is the more likely thesis. Do try to keep an open mind, Edward, darling. Naja, bei Final Fantasy 3 gab es auch so einen Fluch, also. The weather is favorable today. I did a little dance last night, appeasing the weather gods. Thor, in particular, was mightily impressed. Was he? Promised to back off with the thunder and lightning for a spell. And don't you know, he proposed to me. Oh, of course. But I told him I'm not into gods. I prefer jazz musicians. It's quite peaceful. If no one was around, I'd strip naked. The earth would delight in my bare feet. The wind would savor playing with my hair. Is that so? I don't know, I just like being naked. But not when you're around, teddy bear. What are you up to? Delighting in the little things. They're like dew. My heart is the morning, and it's refreshed by their presence. Where do these strange thoughts come from? Oh, you're a funny egg, old bee. What are you doing? Looking for a Okay. white rabbit in a waistcoat. Have you seen him? A white We'll follow him down the hole, Teddy. Or maybe we already did. Alice in Wonderland, I see. So wonderfully apt. Okay, ein Spaziergang, ein Spaziergang. Wohin? Wollen wir in Richtung von der Kirche da gehen? Aus der anderen Richtung sind wir ja gekommen. Das wäre jetzt so das Erste, was meine Aufmerksamkeit wecken würde. Ich meine, das ist doch der Weg zur Kirche, oder? Hier hoch und dann... Es ist zumindest vielversprechend, würde ich behaupten. Schöne Landschaft, so ein bisschen genießen. Aber dass wir noch nicht eine Menschenseele gesehen haben hier, ist schon ein bisschen besorgniserregend, findet ihr nicht? Irgendwas ist mit dem Ort hier nicht richtig. Warum wollte nicht Lissie, Betty, warum wollte Betty überhaupt hierher? Als Reporterin. Was gibt's denn hier zu reportieren? Ist das überhaupt ein Wort? July 24th. Memorial service. A commemoration of the accident at the mine this past summer. No services after that. All these graves. What happened? It's a cemetery. But look at the soil. These are recent burials. You're right. Do you think this is where everyone's gone? Da ist sogar noch eine... Are they all dead? This can't be everyone. Besides, Schaufel. someone had to bury the bodies. Fair point. Well made. Something did happen. Several people died in a short period of time. How? An accident? A mass murder? Spanish flu? I wouldn't want to speculate until I've learned more. I can speculate for the both of us. Well, Betty's not here. I'm gonna keep looking. What about the church? Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. Die hinten sind ein bisschen älter, ne? Why would they board up a church? To keep the ghosts from escaping? Lissie. Or the goats from getting in? What does that say? God is not here. Was ist das da? Ach.
So ein Kandelabra oder sowas. Das erinnert mich daran, dass ich auch mal Graveyard Keeper weiterspielen müsste. Da gibt es doch 2 Add-ons, die ich noch nicht durchgespielt habe. Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. So much for that. No wedding, no baptism, no funeral. There must be people somewhere. Where are you going? For constitutional, to breathe some of this salty sea air. You go on ahead. I'll find you. Ja, aber wo soll es denn weitergehen? Also wir haben ja 0 Anhaltspunkte, wo wir jetzt eventuell als nächstes hin sollten. Wir können nicht in die Kirche rein. Ist denn noch ein Weg, den wir folgen könnten? Nein. Edward, alte Bohne, du zeichnest? Da ist eine Ziege. Jetzt fängt es, glaube ich, an, sich zu wiederholen. Ne? Ist ja mal die Frage, wie lange lasse ich solche Sequenzen dann tatsächlich laufen? Wir wollen ja auch irgendwie weiterkommen in der Geschichte, nicht wahr? Aber da ist der Ziege. Na gut. Gucken wir mal, welchen Weg wir theoretisch noch gehen könnten. Es muss ja zumindest irgendeinen Hinweis geben, ne? Also jetzt nicht zwangsläufig ein Hinweis darauf, wo sich Betty eventuell befinden könnte. Ich bin mir immer noch nicht sicher, dass Betty überhaupt hier angekommen ist. Aber zumindest ein Hinweis, wohin das Spiel möchte, wo wir als nächstes gehen. Am besten einfach dem Weg da oben weiterfolgen, wa? Hier jetzt links. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Da aus dem Dorf kommen wir. Das ist wahrscheinlich auch nicht das Dümmste, hier auf den Wegen zu bleiben. Aber das führt doch jetzt wieder da ist doch der Bauernhof wieder, der Stratland, hießen die Stratland? Da landen wir doch jetzt wieder. Aber vielleicht gibt es ja von da noch irgendwelche Wege, die ich übersehen habe. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, das Spiel ist letztendlich tatsächlich so kurz, wie es im Internet steht. Länger als bis maximal Mitternacht kann ich heute nicht machen. Ich muss morgen echt relativ früh raus. Mitternacht ist eigentlich schon sehr spät. Da ist noch eine Tür, ne?
Ja, also ein Tor, vielleicht von da aus einfach mal weiter. Ich kann von hier aus nicht weiter. Ich fange jetzt mal an, ein bisschen zu laufen. Das ist eigentlich nicht mein Stil, aber er bewegt sich aber auch unglaublich langsam, oder? Da können wir auch nicht rein, zumindest aktuell nicht. Und wo geht's hier lang? Da ist noch ein Haus. Mit einem Boot. Guck mal. Durchaus ein paar Wege, die wir noch laufen können hier. So, wenigstens einmal die Sequenz durchlaufen lasse ich aber auf jeden Fall. Sind ja meistens 3 Bilder, ne? Schick. Sind wir bei diesen Häusern schon gewesen? Haben wir uns hier schon umgesehen? Guck mal, hier. How about we don't go back to Hanover and stay here instead? And how would I survive? Hunt? Harvest? Forage? People have survived here for centuries. Why can't we? I wouldn't even know where to begin. I could learn. I'd start with goats. Goats can be eaten and milked. Probably not in that order. Perhaps living here wouldn't be such a bad thing. You changed your mind about the goats? Fresh air might do me good. You'd be all right with it just being the two of us. I'm no stranger to isolation. Truer words have never been spoken, old fruit. Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. Fretland und Sohn. Frederick Fretland and son. Johann's brother and nephew. The Fretlands have their fingers in all the pies, including the only store in town. Also the post office and telegraph. There may be something that'll lead us to Betty in there. Or at least to some canned sardines. We need to get you fed, old bean. Fretland and Son. How do you figure? It's on the sign above the entrance. And on this photograph. Frederick and Simon Fretland. The older gentleman is clearly Mr. Fretland's twin brother. Twins are confusing. If this was a dime novel, they'd be switching places at some point to confuse the coppers. Damn you, twins! Simon Fretland. Frederick's son. And Johann's nephew. See, I'm getting the hang of this. Simon. Simon. That was the name in the burnt book. So Simon is Ruth's older cousin. Ist die Frage, wie viel älter er tatsächlich ist. Vielleicht sind die ja tatsächlich auch in einem ähnlichen Alter. Sind das vielleicht die Kinder, die gestorben sind? Simon und Ruth? Ist denen irgendwas zugestoßen? They had a memorial service for the accident in the mine. On July 24th, in the village church. For something that happened 20 years ago? It still affected their lives. The telegraph is out of order. Well, there goes my plan. NOSOS.
This was 2 years ago, but the notice is still up. How can it take 2 years to get something like that fixed? If they couldn't afford it? Or couldn't get anyone to come fix it? Well, this place really is off the map. Here be dragons. Or Draugans, I guess. The ferry route is no longer operating. Rats! Mrs. Fretland already informed me in her letter. I know. Still warrants a resounding rats. I wonder why it stopped running. Look around. How many people live here? 20? 30? That can't be enough for a ferry route. Things got quieter after the mine closed down. They need to move on and find something else to put their village on the map. A tobacco farming, maybe. They must have been so isolated, with no easy way in or out. Aren't there boats? He saw how much work it was to cross the fjord. And if the weather's bad... It can't be healthy, being so isolated. Cooped up inside, reading the collected works. Yeah, all right. I get This it. village is basically you two. I said all right. The ferry would have made the trip here much easier. And you wouldn't have had to pay that farmer a fortune to rent his boat. I had no choice. We should keep his boat, if it comes back. Bring it with us to Hanover. Do what with it exactly? I don't know. Grow parsley in it? Use it in the pond? Forget it, stupid idea. Was hat's mit diesem Teich auf sich? Da reagieren die beide so komisch drauf, ne? Applesauce. Why lock any doors? I can't imagine they have a problem with punks and hoodlums. The sign says they're closed, but I thought maybe... Hello? Are you open? Is anyone there? Can't you just bust down the door? Locks be damned? Breaking and entering, I will not. I'll just dislocate my shoulder. Aber hier ist ein offenes Fenster. Können wir das nicht einfach ein bisschen aufziehen und dann sind wir drin? Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. Ich frage für einen Freund. Aufs Klo können wir auch nicht. Aufs Dach können wir nicht. Dann gehe ich einfach weiter, wa? Hier sind ja noch ein paar Sachen zu entdecken. Hier sind wir angekommen. Hier war mal ein Boot. Jetzt ist es weg. There's no damage to the rope. I don't know what that means. Nobody cut it. I guess the knot could have unraveled on its own. Didn't you say you used a sailor's knot? I'm a scholar, not a fisherman. So who took our boat? A ghost? There must be a logical explanation. It's safe to say no ghost in the night stole our boat. Well, if you say so. But then who were you chasing after last night? I mean, you thought it was Betty, No. but... No, I don't know. It was probably all in my head. Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. Ach, hier können wir wieder zeichnen. Klar, mache ich. Alles sehr mysteriös im Moment. Und so einen wirklichen Plot haben wir noch nicht entdeckt, ne? Das ist gerade alles sehr gemütlich, sag ich mal. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht so gemütlich bleibt. Gucken wir mal hier hinten weiter. Irgendwo muss es ja irgendwas geben, wo es dann auch weitergeht, ne? Also... A boat! Teddy! A hot dog! This is our ticket out of here! Not without Betty. Have you seen anyone? Not a single soul, alive or dead. Aber wir haben ein Boot gefunden, das ist ja schon mal was.
Remnants of the mining operation. What, mine? There was a mine here, but it closed down 20 years ago. I was just checking for a sense of humor. Still nowhere to be found. What did they use this for? Bringing the ore down from the mine before it was loaded onto boats. So, diamonds? Gold? Or just boring old silver? Iron ore. Or what? Rock, which contains I iron know. deposits that... Okay, Edward. I don't understand why they just leave this here. Like an altar to adversity. It's creepy. Rustic superstition. Perhaps they believed they'd attract bad luck if they moved it. Oh, was steht hier? Til minne om. It's a memorial. 3 men died when the mine collapsed in 1902. Georg Hatlestad, Niels Frambu, Arne Fretland. See, this is what working a regular job. Did you say Fretland? The younger brother who was mentioned in the article. Das haben wir ja tatsächlich den Vortag schon in diesem Zeitungsartikel oben in der Farm gelesen, ne? He was just 19. How long had he been working in the mine? That's too young for a dirty job like digging into rock. We're in the real world, Lissie. Most teeners don't have the luxury to idle away their days with games and witty repartee. Ouch. The newspaper said the accident forced the mine to shut down. What does any of this have to do with us? I still don't know why Elizabeth came here. And you think it has something to do with this mine? Or with what it did to the village. Maybe. Hier ist noch ein Boot, guck mal. Das sieht aber nicht mehr so ganz, obwohl doch, eigentlich schon, ne? Eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. Gut, folgen wir dem Weg hier mal weiter. Der scheint ja zur Mine zu führen, ne? Where do these tracks lead? To the mine. Where else would they go? I don't know. A castle up in the mountains where the frost giants live? And this is how they receive their monthly offering of meat from the villagers. Goat, I hope. Ob die Tür offen ist? Ich habe das Gefühl, im Moment möchte das Spiel eigentlich einfach nur, dass ich mich umsehe, aber... No trespassing for traitors. Cool. Want to jump the gate and explore what's on the other side? The sign says no trespassing for a reason. Come on! There may be trolls, or at least more houses. Where's your sense of adventure, old sport? Don't you want to see where these tracks go? I've had enough adventure on this side of the fence. Besides, they wrote no trespassing for a reason. You're such a terrible bore, Teddy Bear. I'll wager 1,000 clams you'll jump this gate at some point, if you believe Betty's on the other side. Da hat sie wahrscheinlich sogar recht. Frederick Fretland. Who are these traitors he refers to? What now? We've looked everywhere. There really doesn't seem to be anyone around. Maybe we missed something. An important clue. How about the general store? We haven't been inside yet. It looked deserted, but worth another look, I guess. Wir waren da noch nicht, wir waren auch noch nicht da oben in der Mine. Aber... Gut, dann gehen wir jetzt halt wieder zum General Store zurück. Wenigstens habe ich jetzt ein Ziel. Muss ich mich nur kurz daran erinnern, wo der war. Da hinten. Lissie! Down in the village. Ja, nicht ganz, ne? Aber okay. So, wahrscheinlich komme ich jetzt über dieses offene Fenster rein, oder? Okay.
Zum einen sieht es aus, als würde da hinter dem Haus irgendwas leuchten. Das können aber auch nur einfach irgendwelche Grafikfehler in Hinblick auf die sich bewegenden Blätter des Baumes sein. Und dann fällt mir natürlich dieser Vogel ins Auge, ne? Irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Das ist nicht nur das Schulmotto der Sunnydale High, das lässt sich auch hier... Is that? Lissie, come here. It's Betty's hat. She was here. She could still be in there. Betty? Betty! Are you sure, Edward? I mean, it's just a hat. Is it even a hat? I know my sister's hat, Lissie. I have to get inside. What about the breaking and entering part? I could care less what they call it. Natürlich. Wir sind so überhaupt gar nicht von unserer Schwester besessen, nicht wahr, mein Freund? I need to get inside. If Betty's in there. Perhaps there's a back door. Or an open window. Ja, ein offenes Fenster gibt's da hinten links, das weiß ich How schon. do I get inside? Have we been around the whole store? I'm out of ideas. What about the windows? There's usually an open window. Ich glaube, wir sind inzwischen auch schon weit genug in dem Spiel. I'm out of ideas. What about the windows? There's usually an open window. Dass ich an dieser Stelle dann auch mal die Frage in den Raum stellen kann, wie findet ihr denn das Spiel bisher so? Euer erster Eindruck, eure Gedanken. Vielleicht auch die eine oder andere Theorie, wie sich die Geschichte hier noch weiterentwickeln könnte? Here's an open window. You seem eager to break the law. I approve. It won't budge. Ah, don't be a milquetoast. Well, it's stuck. Attaboy, Teddy. You can do this. Dann sind wir halt stärker. I can't believe I'm actually breaking... Whoops, Daisy. Oh my, Teddy. You're such a sap. Upsi Daisy. Wirklich? Hey, Alice, könntest du vielleicht... Ja, ist schon gut, ich kann auch alleine aufstehen. Edward Charles Harden. Kent, world traveler, cat burglar. A cat burglar would, by definition, enter a building on a higher floor. The state of this Oh, place. Betty, Edward, I hope you weren't here when... is this... blood? Not necessarily human blood. Well, that's alright then. Bahnmörder. Barn murder? Someone murdered a barn? Kindermörder, oder? Ist Barn nicht norwegisch Kind? Barn means child, and mortar, that's... Child murder. Edward, they murdered a child? Someone thought so. Probably the same someone who vandalized the store. I'm not sure how I feel about being in here. Don't be ridiculous. We're all alone. What else do you suggest we do? You really did a number on this place. Why would they do this to one of their own? Anger and fear trump civility. Aber gibt's denn dann hier noch Fisch? Mir wurde Fisch versprochen. You really did a number on this place. Why would they do this to one of their own? Anger and fear trump civility. So, damit wir da rein und raus können hier, ganz nach Belieben. It's been cut. Why? To remove someone from the picture. That's just rude. It's from the opening of the mine in 1897. That's Frederick, Johann's brother. And the Dann boy haben could be the sie younger Johann brother who rausgeschnitten, died. oder? Frederick clearly did not want anything to do with his twin brother. Why
would Frederick keep a list of what he calls traitors? What did they do to him? Cross him in some way. Why else keep a list of undesirables? Und dürfen wir die auch... Johann steht auf jeden Fall drauf. Johann und Anna Fredland stehen drauf. Die anderen Namen sagen mir nichts. Okay, der Hut müsste ja hier sein, oder? Also hier links den Raum. Da. Oh. These were never sent. How long have they been piling up? I received Mrs. Fretland's letter in June, and they received my letter from July. A couple of months. Perhaps the world forgot about Grovik. Out of order. Why hasn't it been fixed? Perhaps there wasn't much demand for it anymore. Wie sie immer wieder S. versucht, uns irgendwo O zu blockieren, ne? S. SOS? Wieso SOS? Oh boy. If only this thing worked. We could order a boat to come get us. Or, even better, order some hot grub. Oh. Für Simon oder für Simon von Ruth. Süß. Hört ihr diese Geräusche? So, als ob man so zwei Stäbe aneinander schlägt? Das gehört gerade? What are you doing? Looking for keys. Your life of crime continues. There's a note. Is it written in Viking runes? What does it say? It's from Simon. Yai put it means I put. Nurkel is key. Er hat die Schlüssel in die Kasse gelegt. Casa. I don't know what that word means. He put the key in the casa? Casa. I wish I had my dictionary. The note's addressed to his father. So the key was moved. But where to? Somewhere safer. Or more convenient. Can we really trust your translations? You only started studying a month ago. I spent the summer reading, and I had a lot of free time on the ocean voyage. Come on, how much could you possibly pick up in a few months? You know my mind, it's a sponge. Der Schlüssel ist in der Casa, da steht's So doch. that's what it means. Cash register. Ja, ich weiß, schockierende Erkenntnis. Erstmal will ich jetzt hier reingucken. Ich habe mir schon gedacht, dass das die abgeschlossene Tür ist. That's in here. Calm down, old boy. Irgendwo muss er ja einen Anyway, how's that Schlüssel gonna brauchen, help ne? us? Who knows what else is in here? There could be more clues. All right. Oh, you're a genuine gangster now, old fruit. Don't worry. If you get busted, I'll come visit you in the big house. Wasn't there supposed to be a key? Here it is. Anyway. All right. Okay. Everything's Jake. We made it into the store. I'm sure we'll find a way through that door. I have the key. The one for the storeroom? I wonder if this key works. Only one way to find out, old sport. Ja, schauen wir doch mal. Und da ist der Hut. Lissie? Nothing. It is her hat. Teddy, I'm not Betty sure was that's... here. And not long ago. Okay, but if that is her hat, what's it doing in a locked storeroom? Another breadcrumb. That's not an answer. I know for sure she was here. That's what matters. You know best, Edward. So, what now? If this is a breadcrumb, where's the next one? There must be a reason her hat's in this room.
Na, wahrscheinlich der Brief, der darunter liegt, ne? What's that? A handwritten note. I'm not blind. What does it say, you silly goose? It's hard to read. I'm not sure my translation will be... Johann, you... Nectar. Refuse. You refuse to speak to me, so I write this letter instead. It's from Frederick Fretland to his brother. Simon did not... Bloody hell. Simon did not murder your Ruth. He was fond of his cousin. Ruth. Ruth is the daughter of Anna and Johann, which means the little girl in the photograph at the farmhouse. Oh, Edward. The Fretland girl was murdered. This is simply awful. Simon was working at the farm while I tended to the store. I would have seen him had he passed on the way up to the cliffs. They thought Simon killed Ruth. His own cousin. Ruth was... what's that word? Playing. Ruth was always playing on the rocks below the church. She must have fallen by accident. The note ends there. Frederick never finished it. And Johann never read it. Not that it would have made a difference. If Johann The thought... mob showed up for Simon. His father would have tried to protect him. September 17th. You would have been here, Betty. Rocks below the church. Isn't the church right above us? Edward, come look at this. That's the cliff. Right there. The one in the note? I bet you 1,000,000 clams. Where? See for yourself. I guess that could be where... Let's check it out. No, Lissie, wait. Da hinten, ne? Und sie ist wieder weg. Dann eilen wir mal hinterher. This way. Aber Eile mit Weile, wie man so schön sagt, ne? I found it, Teddy. The cliff. I'm standing right below it. What Ich are sehe you dich. doing? This doesn't concern A us. little girl died. We're staying in her home, for God's sake. Are you completely without heart? Get yourself up here, Edward Harden, right this minute. Ist ja gut. Der ist wirklich hochklettern? On. It's an easy climb. This looks very dangerous. Oh, you're a big boy. Start acting like it. It's not Mount Everest. I don't know about this. Okay, das würde, glaube ich, sogar ich noch schaffen, hier hochzukommen. Whoopsie-daisy. Gerade so. What is this? Where little Ruth died. You're being morbid. And this is a distraction. I'm here for Betty, not because some girl Edward. got herself... You insensitive brute. You're like the Tin Woodman, no heart. You know, you've grown cold and mean in that horrid study of yours. With only books and bugs to keep you company for years and years and years. There are other people in this world, you know. It's not all about you. You're going to do this. If not for Ruth, then for us. We're going to figure out what happened to the poor girl. Together. Es ist ja auch nicht so, als ob wir irgendwelche anderen Anhaltspunkte hätten, denen wir aktuell nachgehen könnten oder sowas, ne? I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. Pat's been here a while. Didn't you say it happened over a month ago? You'd think her family would have replaced it with fresh flowers. I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. Natürlich. Ist schon lange her, die Blumen sind schon am Verwelken. Keiner ist mehr hergekommen, aber das Blut ist noch da. Obwohl es letzte Nacht so stark geregnet hat, natürlich. Is that blood? The girl could have hit her head on that rock. There would have been plenty of blood. It's awful. I think there's something behind it. Eine Can you Puppe, move the ne? rock aside?
Something struck this bush. She must have landed on it when... on her way down. That's ghastly, Edward. It's a long fall. Far enough to crush the girl's skull. Edward Charles Harden. What? Oh, you're hopeless. Was? Du wolltest doch, dass wir uns das angucken. I've seen all there is to see. I'm going back. You can't leave. We might have missed something important. Hat natürlich sonst keiner gefunden. War zu gut versteckt. It must be Ruth's. Where's the head? Maybe the killer also decapitates dolls. Hold on. This pin. This is old. Das ist die Anzeige für den Speicherpunkt. Looks like Also something für das automatische Speichern, wenn wir einen Checkpoint haben oder sowas. We are in the land of Vikings. This could be 1,000 years old. It does not belong in a child's doll. Who cares? Ruth is dead and you're obsessing about a rusty old pin? Let's go further up. Maybe we'll find more clues. Come on, old sport. It's not far. Can you wait just 1 minute so that I can catch my breath? Did you follow the same path, Betty? Or am I just stumbling through darkness? Ein bisschen von der Seite 1 und ein bisschen von der Seite 2. You can see clear beyond the edge of the world. One Oh, second. Teddy Bear. We need to take you out walking more often. So, the girl fell from up here. Was pushed, you mean? Can you see where she fell? Seeing as you're so concerned about me falling out of trees, I wouldn't want to risk falling off a cliff. Dann gucken wir doch mal. If she fell head first on that rock, she'd have died instantly. Edward, honestly. You wanted to learn more. This is you learning more. She hit her head and fell into the bush where I found her doll. Happy now, Alice? I'm not. What was she doing up here in the first place? Playing? She was a child. Children play in dangerous places. There must be more to it. Let's find out where this path leads. No, absolutely not. I don't have time for this nonsense. We're running out of daylight, and Betty's still... Da ist sie schon wieder weg. You're still out there. Aber es ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, sich mit sowas anderem zu beschäftigen und nicht dieser Betty-Obsession zu frönen. Lissie, slow Ich habe nämlich down. das Gefühl, dass Can't die keep up with you. vielleicht an Who dieser knows Stelle jetzt what's nicht up unbedingt there? It's zielführend not ist. worth the risk of Weiß nicht, falling and wie ihr das seht. breaking something. Lissie? Are you there? Oh, Can you see where she fell? Teddy, My word. Look away, Lissie. is this what happened to the villagers? They killed themselves? It's one body. Let's not jump to conclusions. What about those fresh graves at the church? There were at least half a dozen of them. Did everyone just die? They're not necessarily Oh, connected. come on. Ugh, this is just ghastly. What made him do this? How long has he been... From the state of the body, perhaps a couple of weeks. It depends on temperature and humidity, of course. You shouldn't be here, Alice. I've seen dead bodies before, and ghosts don't frighten me. I'm more concerned about you, given what your Stop. parents... You need... Eltern? I'm staying. Was ist denn mit den Eltern? There's no reason to stay here. We're not leaving him hanging. Gut Tilgimik. Gott vergib mir? What does that say? God forgive me. Don't suicides go to hell? Isn't that what your father said when Stop. your mother Don't. drowned herself? Sorry. What?
Deswegen auch diese komische Reaktion auf den Teich, ja. Die Mutter hat sich also selbst umgebracht. Cool. Also uncool eigentlich, aber... Who was he? One of the Fretlanders? It's not Johann or Frederick. And he's too old to be Simon. Do you think this has something to do with Ruth? Maybe she came across the hanged man before she died, and it scared her. So she ran, and This happened later. there's some consolation in that, I guess. Maybe it's the killer. The guilt ate him up, and he offed himself. That's just speculation with no basis in fact. There's nothing more to do here. I'm going back. Let the poor soul rest in peace. Does it look like he's resting in peace? You're just going to leave him hanging? You're an insensitive brute. I'm here for Betty. This is... it's tragic, but Betty, really Betty, none of bad, my Betty, concern. bad, Betty, Betty, bad. Always just Betty. Danke. Genau das Don't gleiche habe ich care gerade auch about gedacht. anyone else. What if that was me up there? Would you care then? All you do is obsess over a scarf and a hat and ugh. It's all I have of Betty. Betty, there she is again. Edward, the hanged man, he's someone. No matter what he did or didn't do, he deserves respect. Would you please just do this one decent deed? If not for me, then for yourself. Or for your Betty. Na gut. What are you doing? You can't just pull him down by his legs. Warum nicht? Try loosening the noose. I can't reach that far. Auch noch Ansprüche stellen hier, ist ja unglaublich. I'm going to be sick. I can't do this. Yes, you can. Teddy. Edward. I know you can. You've been through much worse. Da schwenkt die Kamera natürlich weg, damit sie die ganze Chose nicht animieren müssen, ne? So nämlich. Where are the Fretlands, Edward? It's been 2 days. If they're not back tonight, They're not coming back. perhaps they left after their daughter died. Was murdered, you mean? Isn't that what we think happened? Perhaps she fell by accident. So you don't think it was murder? It's difficult to say with any certainty. The boy could have pushed her. You're really not helping. Can we talk about this tomorrow? I'm sorry. You're exhausted. I buried a corpse today, Alice. I know. I'm sorry. Why don't you sleep in the guest bedroom? The couch is fine. The Fretlands could still come home. All right. Just don't come crying to me if you wake up with a crick in your neck. I'll be up for a while, if you feel like talking. Na denn. I really thought I'd find Betty today. Well, I told you not to get your hopes up, Edward. I mean, we just got here. It's a big place. She could be anywhere. It's just the thought of her alone out there. In the dark. She's a tough cookie. Your Betty. Tougher than you, teddy bear. That she is. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Schläft. Dürfen wir nicht mehr so laut sein jetzt? I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll Jetzt try. sind wir hier in der Küche. Guck mal, jetzt dürfen wir hier lesen. What did you find? Someone tried to burn this. Just like the book. Isn't that odd? It's addressed to Mrs. Fretland. My dearest Anna,
It's from her sister, Margaret. Frederick's wife. The two brothers married sisters, remember? Yes, and it's adorable. Keep reading. I really shouldn't. Really? How else are we going to figure out what happened? Keep reading. My dearest Anna, I miss you so very, very much. The baby is due soon, and I wish for our family to reunite before... It's been 7 years since the dreadful incident at the mine. Can we not convince Frederick and Johann to forgive and forget? I know there are things Frederick has not told me about what they found and why they parted ways. Their grudge is tearing us all apart. Frederick won't even let me speak to half of our neighbors, accusing them of treason. He's so very angry and full of regrets. It's eating him up. And we... And we what? The rest is unreadable. Margaret reached out to her sister, but I guess it didn't work. This was written before Simon was born, but burned recently. So lange reden die schon nicht miteinander. Aber warum? Da muss ja wirklich noch ein bisschen mehr hinterstecken, ne? Heute ist es windstill, die Flagge weht nicht. Kann ich jetzt in das Buch hier oben schauen? In das hier? Aha. Oh mein Gott. Das dauert eine Weile, Leute. 3. August 1923. Heute Morgen hatte ich statt Tee eine heiße Zitrone ohne Zucker. Außerdem aß ich einen halben Apfel und trockenen Toast. Ich habe in letzter Zeit zugenommen und von der Diät in der Zeitung gelesen. Anscheinend ist sie sehr beliebt in London. Aber ich bin furchtbar hungrig und habe Lust auf Spiegelei mit Wurst. 4. August 1923. Wir haben gestern einen merkwürdigen Brief, der an Johann adressiert war, erhalten. Er wurde von einem amerikanischen Gentleman verfasst, Mr. Edward Harden aus Hanover, Massachusetts. Der Brief war ordentlich geschrieben und sehr höflich. Mr. Harden erhielt unsere Adresse von der Polizeiwache in Alesund, als er eine Kontaktadresse in Gravik erbat. Ich frage mich, warum Sie ihm Johanns und nicht Frederiks Namen genannt haben. Vielleicht, weil unsere liebe Margaret nicht mehr unter uns weilt, oder weil ich besser auf Englisch antworten kann als Frederick. Mr. Harden ist auf der Suche nach seiner Schwester Elizabeth Harden, die alleine reist. Anscheinend ist sie Journalistin. Das muss man sich einmal vorstellen. Den Atlantischen Ozean überqueren, um über Norwegen zu schreiben. Es klingt wunderbar. Im Brief stand, dass Elizabeth ihrem Bruder vom Alesund aus ein Telegramm geschickt hat, um ihm mitzuteilen, dass sie Gravik zu besuchen gedenkt. Warum sie zu diesem furchtbaren alten Ort kommen möchte, weiß ich auch nicht. Hier gibt es nichts, worüber es sich zu schreiben lohnt. Seine Schwester ist hier noch nicht angekommen. Wenn sie es wäre, hätte ich sie mit Fragen über Amerika, über das Dasein als Journalistin und über ihre Reisen erschöpft. Sie klingt so interessant. Ich hoffe, dass sie hier hinkommt. Auch wenn dieser Ort sie vermutlich zu Tode langweilen wird. Ich werde Mr. Harden heute antworten. Johann schreibt nicht allzu gerne, vor allem nicht auf Englisch. Er stimmt mir zu, dass wir Mr. Harden einladen sollten, bei uns zu übernachten, wenn er denn zu kommen plant. Immerhin gibt es keine Gasthäuser in Gravik, und unser Gästezimmer wird selten benutzt. Außerdem muss ich zugeben, dass es irgendwie aufregend klingt, einen Besucher aus Amerika im Haus zu haben. 5. August 1923.
Heute Morgen hatte ich ein gekochtes Ei und einen mit Butter bestrichenen Toast, nachdem Johann zu mir meinte, ich wäre albern und dass ich nicht abnehmen müsste. Immerhin wären wir ja nicht in London und es störte ja niemanden. Hey, weiterlesen. Wir sind hier noch nicht fertig, Teddybär. Oh Gott. Noch lange nicht, wie es scheint. Ich habe Mr. Harden geschrieben, um ihn zu uns einzuladen. Ich bin furchtbar aufgeregt. Ich mache mir aber Sorgen um seine Schwester, wo sie wohl sein könnte. 9. August 1923. Heute früh gab es einen Streit im Laden. Frederik schrie die arme Astrid an, weil ihre Ziegen angeblich auf seinem Land gegrast haben. Ich wollte mich einmischen, doch das hätte ihn nur noch wütender gemacht. 10. August 1923. Johann hat heute Morgen den Fjord überquert, um ein paar Einkäufe, unter anderem Stoff, zu machen und die Post zu holen. Die Briefe stapeln sich im Laden. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass die Welt da draußen uns vergisst. 17. August 1923. Ich habe heute ein weiteres Kleid zu Ende genäht. Dieses Mal behalte ich es. Ich habe keine Kunden mehr. Niemand hier braucht ein weiteres Kleid, und es ist Ewigkeiten her, seit wir die Stadt besucht haben. Außerdem kenne ich kaum jemanden dort. Und warum sollte man ein Kleid aus Gravik haben wollen, wenn man auch ein Kleid aus Adelsund kaufen kann? Ich fühle mich heute einsam. Ich vermisse meine liebe Margaret so sehr, auch nach all den Jahren noch. 20. August 1923. Ich glaube, Ruth verbirgt etwas vor mir. Sie benimmt sich geheimnistuerisch. Sie ist auch öfter allein draußen und ihre Kleidung ist schmutzig. Es macht mir natürlich nichts aus, dass sie spielt und die Gegend erkundet. Ich finde es schade, dass Margaret und ich das nicht durften, als wir jung waren. Ruth sagt, dass sie nach Blumen und hübschen Steinen sucht. Ich sollte mir nicht solche Sorgen machen. 21. August 1923. Simon kam heute mit einem Geschenk für Ruth vorbei. Eine ganze Tafel Schokolade. Er ist ein netter Junge, aber Frederik wäre zornig, wenn er davon erfahren würde. 22. August 1923. Ich fragte Ruth, ob sie bei Frederiks Farm oder der alten Mine spielt. Sie versprach mir, das nicht zu tun. Ich hatte noch nie einen Grund, ihr nicht zu vertrauen, aber ich spüre noch immer, dass sie etwas vor mir verheimlicht. Während sie draußen war, habe ich mir ihre Zeichnungen angesehen. Sie hat so eine lebhafte Vorstellungskraft. 5. September 1923. Wir haben einen weiteren Brief von Mr. Harden erhalten. Er kommt wie geplant im Oktober. Ich freue mich darauf, mich mit jemand anderem unterhalten zu können, wenn auch nur ein paar Tage lang. Nicht, dass ich Johanns Gesellschaft nicht mögen würde, aber abseits unserer täglichen Routine haben wir nicht viel zu besprechen. Von Mr. Hardens Schwester gibt es bislang keine Spur. Wenn sie Aalesund vor Wochen verlassen hat, wo steckt sie dann bloß? Sie hat auf dem Weg vielleicht einen Zwischenstopp eingelegt. Wir haben nichts gehört, aber wir sprechen auch nur selten mit Menschen außerhalb von Gravik. Ich hoffe sehr, dass es ihr gut geht. Ich würde es verdrießlich finden, wenn Mr. Harden den ganzen Weg hierhin umsonst machen würde. Ruth ist noch immer verschlossen. Ich weiß, dass sie etwas versteckt. Demnächst werde ich ihr folgen. 9. September 1923. Auch heute gab es keine Messe. Der Vikar ist seit der Gedenkfeier im Juli nicht zurückgekommen. Johann glaubt, dass er auch nicht wiederkommt, dass er Gravik aufgegeben hat.
Wie alle anderen auch. Ich glaube, ich habe mir eine Erkältung gefangen. 15. September 1923. Jemand hat in der Nacht unser Boot beschädigt. Das ist schon das 3. diesen Monat. Johann verdächtigt natürlich Frederik. Ich fürchte, da kocht nach all den Jahren wieder etwas hoch. Ich fühle mich nicht gut, habe gestern und heute die meiste Zeit im Bett verbracht. Ruth war lieb und hat mir Kartoffelsuppe und Tee mit Honig und Milch gebracht. 18. September 1923. Sie hat uns verlassen. Unsere Ruth ist tot. Ich kann nicht glauben, dass Simon das getan hat. Er ist nun auch tot. Und mit ihm alle Hoffnung, die Gravik noch hatte. Also beide Kinder tot. Wir wissen, wie Ruth gestorben ist. Aber wie ist Simon gestorben? Rache? Wir hatten hier Türen, die wir nicht öffnen konnten, ne? Ein sehr einsames, altes Haus. Hier wohnt nur noch der Schmerz. Dann hauen wir uns mal ins Bett, würde ich sagen. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. Ich frage mich, was sie da draußen beobachtet. Oh. Sag doch, wenn du mit reinkommst. Das ist das Buch, das Simon Ruth geschenkt hat, I ne? almost forgot putting this aside when I lit the fire. Wasn't there an inscription inside? Simon. Simon gave that book to Ruth. But who burned it? Johann or Anna, if they believed Simon killed her. But they were friendly, right? Simon and Ruth. Before... I imagine so. And we know the sisters were close. I still don't understand why the brothers had a falling out. Whatever drove a wedge between them, it was big. Den hätte ich gerne auch mal am Stück gelesen, aber... I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can. But yes, I'll try. In a bit. Ne, halt, nochmal. Steuerung ist teilweise ein bisschen... These headlines make more sense now. Johann sells his share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger brother. The investor pulls out, leaving Frederick with the bills. Oh, I feel awful for everyone. Losing a brother, losing the business. There were no happy endings here. These headlines make more sense now. Ja, den Text hatten wir Johann schon. sells Halt his die Klappe. share, and the cave-in occurs shortly thereafter, killing 3 people. Including the younger Setzen brother. wir ihr den Hut auf. Das ist eine super Idee. Das ist doch so absolut gar nicht creepy und lässt sämtliche Alarmsirenen in meinem Kopf schrillen oder irgendwie sowas. I'm exhausted. Wir bauen uns einfach eine neue Betty. Ja, und dann nehmen wir die mit und dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr um die andere machen. Das ist Betty 2.0. I feel restless. You should sleep. I'm not sure I can.
Das ist eine super Idee. But yes, I'll try. You do look exhausted. Go to bed, Edward. I'll tuck you in. Okay. Na dann, gute Nacht. Quite the day, huh? I'm ready to pass out. Where will you sleep? I'll be up for a while. My mind's simply racing. Don't stay up late. Wake me if you hear the Fretlands arriving. Of course. And I'll keep my eyes open for any ghosts that might want to haunt you in your sleep. There are no... Hush now. Sleep. Es gibt keine Geister, wollte er gerade eben noch sagen, aber so wie sich diese Geschichte gerade entwickelt, bin ich mir in der Hinsicht ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Und wir haben Tag 3 erreicht und das ist so der Moment, wo ich mir natürlich die offensichtliche Frage stelle. Kriege ich Ihnen jetzt was zu trinken her? Nein. Natürlich, wie viele Tage dieses Spiel eigentlich hat. So. Und während Edward sich jetzt hier in aller Ruhe erstmal den Schlaf aus den Augen wischen kann, machen wir an dieser Stelle eine ganz kleine Pinkelpause und in 2-3 Minuten setzen wir dann an einem neuen Tag mit unseren Ermittlungen wieder an. Also, bis gleich.
Dieser Moment, wenn man hier schon wieder im Sessel sitzt und losspielen will und sich wundert, warum man nichts hört und einem dann bewusst wird, dass man die Kopfhörer noch nicht aufhat. So. Ein neuer Tag, eine neue Chance auf komische Sachen. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt. Und vor allem, wie lang die Reise noch geht. Also, es war die Rede von 3 bis 3,5 Stunden. Dann wäre es nur noch eine Stunde, aber das erscheint mir ein bisschen sehr kurz für das Pacing hier. Also, Where are you? I'm upstairs. ich glaube nicht, dass wir in einer Stunde schon fertig sind, oder wie seht ihr das? So, was macht sie jetzt schon wieder oben? Teddy? Is that you? Wo ist sie denn? Zeichnen wir erstmal eine Runde. Ja, siehst du, wenn ich das gewusst hätte, dass wir hier oben zeichnen können, dann hätte ich das für die Pinkelpause genutzt hier. Das wäre doch ideal gewesen. Habe ich überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, dass es ja diese Momente gibt. Wobei die Landschaftsbilder in der Hinsicht schon so ein bisschen atmosphärischer sind, ne? Also vom Gefühl her würde ich sagen, wir müssen wenigstens noch in die Kirche und in die Mine. Ja, dieses Journal, ich weiß nicht, da bin ich nicht so überzeugt von. Da ist er. This is her room. Are you paying attention? Ruth. Can you imagine? One moment you're living a perfectly happy life, and then nothing. Übrigens, Forever and ever. Maybe there's something here that can Da tell liegt us er what und schläft. happened to her. This is a waste of my time. We might be the only ones left to tell her story, Edward. You're just being melodramatic. I'll help you look. There's still no sign of the Fretlands. Maybe they left town after Ruth died. What's the point of this? I should be looking for Betty. I hate you sometimes. What am I looking for? Anything out of the ordinary. Something that could explain what happened to Ruth. This is real life, not a whodunit by Agatha Christie. There won't be a convenient series of clues leading to a tidy conclusion. Says you. This is a waste of time. Edward, you horrid man! Sorry. Please stay. I can't stand the thought of Ruth tossed aside because you're too busy to care. das klingt echt fies. There's nothing here. What about these drawings? They could be important. Und dann gucken wir es uns an. Und um nochmal auf eine Frage zurückzukommen, die im Chat stand. Während er zeichnet, wenn wir das aus seiner Perspektive sehen würden, dann müssten sie ja für jede einzelne Skizze, für jede einzelne Zeichnung, die er anfertigt, müssten sie ja den kompletten Malprozess da irgendwie animieren. Und so ist natürlich deutlich einfacher und deutlich billiger. Es gab doch noch irgendein Spiel, was diese Naturshots hat, wo man sich quasi zurücklehnen konnte und sich so ein bisschen die Natur genießen konnte. War das Life is Strange? Oder habe ich das falsch im Kopf? Wo das auch ging? Ruth was an artist. This is very primitive. Have you ever met a child, Edward? She wasn't Monet, she was 8. This must be the village church. That's Ruth and her family on one side of the aisle. Simon and his father on the other. The community divided. War bestimmt nicht gut für das Dorf, ne? Diesen Zwist zu haben hier. Draugen. Hey, the undead monster from those folk tales you read. What an odd book for a child to have.
I don't know. Children love scary stories. Können wir das lesen, This bitte? looks interesting. Read some of it to me, please. Klar. In Norwegian folklore, the appearance of Draugen, the reanimated corpse of a drowned mariner, heralds death. Draugen haunts the Black Seas in a shattered boat. The beast has a man's body and wears a sou'wester, but instead of a head, there is tangled seaweed, and the revenant's chilling cry freezes mortal blood to ice. Draugen has the power to enter the dreams of the living. If you wake from such a dream, you have been spared, though someone close to you... That's enough of that. It's nonsense, of course. Not something a child should be reading. Do you think Draugen took our boat? Maybe he's out there, on the fjord, waiting for nightfall so he can return to shore. No. And your soul lacks poetry, Edward Charles Harden. I pity you. Ja, in Life of Strange 3. Okay, das habe ich aber nie gespielt. Ich kann es also nicht daher kennen. Kann das im ersten Teil auch schon gewesen sein? Ansonsten war es irgendein anderes Spiel. Da auf jeden Fall habe ich das mindestens in einem anderen Spiel auch schon mal erlebt. Und wenn es nicht Life of Strange war, muss es was anderes gewesen sein. She found something. Where's that supposed to be? A cave. Or the... Mine. It could be. But Sie what war did she in der find? Mine. Something important enough to draw. Warum war sie in der Mine? Ach nö. That must be Ruth and Simon's fathers. Perhaps. They weren't on the best of terms. They look like they want to kill each other. To a child, maybe it looked worse than it was. Children are more insightful than you give them credit for, Teddy Bear. Aus irgendeinem Spiel kenne ich das. Dann auch so Naturbilder und sowas. Da ist dann die Kamera so langsam rundherum, während die Figur in der Mitte gesessen hat und sich entspannt oder meditiert hat oder irgendwie sowas in der Art. Wo war das? She made her bed that morning. Before she... Or her parents did. It doesn't matter. It Das tells lässt us mir jetzt nothing. wieder keine Ruhe, ne? Why are you like this today? Betty's not the only person in the world that matters. She matters the most to me. Ain't that the truth? Aber im Zweifelsfall nachher die Adventures und das alles nochmal durchgucken. Auf dem Discord-Server Ich rede jetzt nicht von so einer Zeichengeschichte. Ich rede einfach davon, dass die Spielfigur da irgendwo sitzt und die Umgebung quasi die Kamera so drumherum scrollt und man quasi so ein bisschen entspannen konnte. Ne? Unabhängig davon, ob es jetzt Fotos waren oder Zeichnungen oder sonst was oder die Figur vielleicht einfach gar nichts gemacht hat. Aber in irgendeinem Spiel konnte man sich immer wieder irgendwo hinsetzen und sich einfach die Umgebung so ein bisschen auf sich wirken lassen und sowas. Ich hatte das jetzt mit Life is Strange 1 assoziiert, aber kann auch ein anderes Spiel gewesen sein. Ruth never finished this. What does that spell? F-O-R-B. For Banelson. The curse. Who's that figure supposed to be? It's creepy. It looks a bit like the Draugen in her book. A figment of her imagination. But the box she drew... It looks like this box under her desk. Really? Let me see. Pull it out. Dann muss das ja zu Zeiten gewesen sein, wo ich schon gestreamt habe. Ne? Das schränkt das nämlich ein bisschen ein. What is this? Was ist das denn? I believe this might qualify as actual treasure. Is that Norwegian money? Sort of, but ancient. Viking Sowas haben die in coins. den Minen Are they gefunden? valuable? Not in terms of monetary value, but historically. Das gehört in ein They belong in a Museum. museum. Looks like Ruth had her own private Ist das museum. vielleicht der Grund für den Why would Streit? a child have these artifacts? She must have enjoyed collecting and playing with them. These are much too precious to play with.
She should have given these to an adult. She was a child, Edward. To her, they were just shiny toys. Wait! The pin. On the doll. This is where it came from. Her collection. But where did she find these treasures? If we're to believe her drawing, perhaps the mine. She may have found a gravesite. Wherever she found them, she wanted to keep them hidden. You think someone found out? These items wouldn't necessarily be worth much, except to a historian or archaeologist. What if this is how... I mean, if someone learned she'd been collecting treasures, they might be willing to do terrible things. Sie meint also, jemand hat was in der Mine versteckt und Ruth hat das gefunden. Und deswegen ist sie fliegen gegangen. There's a story here. The treasure box, the drawings. The overactive mind of an imaginative child. She didn't imagine the Viking artifacts. You shouldn't be so dismissive. The drawings could be her way of dealing with traumatic events. This is what happens when I read you the principles of psychology. You get notions. You say that like it's a bad Ich bin wieder da. Ruth was troubled. The village was troubled. And is that a bell? Church bell. Someone's here. Maybe Betty. Nicht Why would so weit Betty ring darüber. the church bell? Perhaps she's in trouble. I need to get to the church right now. Isn't it more likely to be the person you saw the other night? We I should be told careful. you, I'm not sure that was anything. Come on. Und warum Go sollte es ahead. Betty I'll sein, catch up with you before you get there. I need a minute to think about. hätte sie da nicht gestern schon ein Signal gegeben, als wir bei der Kirche waren? Woher soll Betty denn überhaupt wissen, dass wir jetzt hier sind? Sie hat doch überhaupt keinen Grund, so ein Signal zu geben. Betty, see Betty, anyone? Betty, Must Betty, be Betty. inside the church. Es ist nicht gesund, so besessen von einer einzigen Person zu sein. Na dann lauf mal, Teddybär. Oh, Harvey, nein! Bleib doch einfach da liegen. Er will die ganze Zeit hier mit dem Mikrofon, also mit dem Ding hier spielen. Damit schaltet er unter anderem mein Mikrofon ab. Also wenn ich plötzlich nicht mehr zu hören bin, war es der Kater. Dann sagt mir bitte gleich Bescheid im Chat, ja? So, guck mal, wie er auf einmal laufen kann hier, ne? Also. Lissie? Jetzt bin ich die ganze Zeit am Überlegen, welches Spiel das war, wo wir eben drüber gesprochen haben. Ich muss auf jeden Fall, auf dem Discord-Server habe ich ja eine Liste sämtlicher Spiele, die wir jeweils irgendwie auf dem Kanal, stattgefunden haben, nach Genre, nach Alphabet sortiert. Zumindest die Adventures kann ich da ja mal durchgucken, ob mir da vielleicht irgendwie eine Idee kommt nochmal. All these fresh graves. Do you think that maybe No. Betty... I'd know. But You wouldn't understand. Elizabeth and I, we have a bond. God, Edward. Your obsession with her is really starting to grate. Ja, nicht nur der. The bell's still ringing. Let's check inside the church. Ja, das ist richtig. Ich war mir so sicher, dass das Life is Strange ist. The bell's still ringing. Let's check inside the church. Aber wenn Hissel sagt, das ist es nicht. No one's touched these since yesterday. Regardless of how they got past the boards, there's someone in there. Who did this? Someone who'd lost their faith. Gone fishing? God is not here. Well, of course he isn't. You won't find God in a church. God is the wind in the trees, the grass between your toes, the brook that runs That's through. nature, not God. Can you peek through the boards?
Aber sind Gott und Natur nicht ein und dasselbe? Zumindest auf eine gewisse Art und Weise. No, Listen! The bell! They're still in there! Das bedeutet, wir müssen auch... Ich habe gesagt, wir gehen in die Kirche, ne? Und in die Mine gehen wir garantiert auch noch. Und dann haben wir, glaube ich, alle wichtigen Orte durch, die uns hier auf dieser Insel gezeigt worden sind. Hello? I heard the bell. This is giving me the I'm here to help. heebie-jeebies. These boards look flimsy enough to break. Sobald er der Meinung ist, Betty ist irgendwo, ist ihm plötzlich alles scheißegal, ne? Inklusive irgendwelcher Gesetze oder sonst was. Der ist so besessen von seiner Schwester. Da muss doch irgendwas hinterstecken, oder? Was sagt ihr? Look at that. The Ethel becomes an Edward. I didn't think you had it in you, old fruit. Be quiet. It must be her ringing the bell. It must be Betty. Einer geht mir das auf den We'll Sack. soon find out. Betty? Are you here? Hello? This is Edward Harden. I'm looking for my sister, Stop Elizabeth. shouting, Edward. We're alone. There are only ghosts here. Das kann ja nicht sein. There are no ghosts. Irgendwer muss ja die Glocke geläutet haben, ne? That bell still bothers me. What's this rope for? The bell. This is the bell we heard ringing? I don't see any other bells. So you have to stand here and pull this rope to ring it. Yes. But there was no one here. Ich wollte gerade You sagen. didn't see anyone, right? No. No one. Ghosts. Aber da oben Telling könnte... you, it's ghosts. Natürlich... So what happened to the hunchback of Grovik? They must be here still. There's only the one exit. Maybe it was the wind. A church bell's too heavy. It can't have been the wind. I mean... I don't know. Maybe it was the wind. There's no one here. I don't like that sound. Please stop. Okay. Lissie. Look. Betty's gloves. Natürlich. They are definitely Betty's. Oh, for She got Pete's these sake. in Boston before she left for New York. She bought them at Woolworth. I remember the day she... Bei Woolworth. She's here. Where? And why would she leave her clothes lying around? It doesn't make Breadcrumbs. sense. She's sending me a message. She knew I'd recognize her gloves. Her hat. Aber She's left a warum? trail for me to follow, like Ariadne's red thread. Aber Not warum? in the Betty would labyrinth. have left more crumbs. Betty, you're turning into such a pill. Warum? Also welchen plausiblen Grund gäbe es denn, wenn Betty wirklich hier in dieser Kirche gewesen ist? Welchen plausiblen Grund gäbe es, diese Handschuhe hier zu hinterlassen und dann aber wieder zu gehen, statt einfach auf ihn zu warten? Und auf der anderen Seite, also die Kirche ist ja schon ein bisschen länger zugenagelt, ja? Und wenn Betty wirklich hier gewesen ist und diese Handschuhe hier hingepackt hat, dann muss das ja vor Wochen, wenn nicht sogar vor Monaten gewesen sein, lange vor Edwards Ankunft. Woher hätte sie denn wissen sollen, dass der überhaupt kommt? Die einzigen, die wussten, dass Edward kommt, sind die Fredlands gewesen, weil die, also hier die Anna und der Johann. Und die, also letzter Stand Tagebuch ist, Betty ist nicht eingetroffen bis jetzt. Wir haben die nicht gesehen. Also, es macht alles keinen Sinn. Also, Sign on the door. God is not here. Their faith was challenged. And it didn't survive. wenn ich sage, es macht alles keinen Sinn, da wird garantiert, wird da eine Narrative dahinter stehen, aber es macht keinen Sinn, so wie Edward es uns hier gerade präsentiert. Ja, dass ihm das nicht auffällt, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht, was er da redet. Das ist ein großes Warnsignal, finde ich. What a terrible mess. First the store, then this. Was sagt ihr? What's wrong with these people? They were angry and afraid. I'm no closer to Betty than I was yesterday. Maybe she never made it to Grovik. Don't be ridiculous. Of course she's here. I found her scarf, her hat, and her gloves. I guess.
I'm not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. Alice ist ungefähr so genervt von der ganzen Sache wie ich. Not leaving until I find some sign of Betty. Whatever you say. So, 1, 2, 3, 4 Sachen, die wir uns angucken können. Fangen mal 5. Wir fangen mal hier an. The church book. A record of births and deaths. So we can find out what happened to the people in the village? And, Elizabeth. I mean, if she was dead... Her name would be in the book. Vandals. Tore it to pieces. I don't think the missing pages left the church. Look. Mhm. They considered this a sacred place. For them to destroy it. Isn't this a fire hazard? They're not always lit. Each candle represents a single prayer. That's a lot of prayers. There were a lot of deaths. They considered this a sacred place. For them to destroy it. This was an act of desperation and anger. Jesus looks sad. What reason would Jesus have to be happy? Don't be blasphemous. Given that this is all fiction, blasphemy is a contradiction. Heretic. Ich denke wieder an den Namen des Spiels zurück, wenn man jetzt gerade schon am Theoretisieren ist, dass eventuell Elizabeth irgendwas zugestoßen ist. Ich bin wieder bei dem Draugen, bei dem Wassergeist, ne, dem untoten Phantom aus dem Meer, dem Ertrunkenen. Ist Elizabeth, ist ihr Schiff vielleicht verschollen oder irgendwie sowas? Und also höchstwahrscheinlich ist sie tot, aber keine Leiche da, dass er das wirklich verarbeiten kann. Und deswegen ist er so überzeugt davon, dass die noch irgendwo ist und dass er sie finden muss oder irgendwas. Ja, das wäre wieder so ein Rückbezug auf den Titel und die Mythologie dahinter. Never seen you read the Bible before. I've read the Bible many times. It's an important historical document. It is an important historical document. Ja, klar. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Did you just translate that into Olden English? I happen to know the verse by heart. You still manage to surprise me sometimes. Okay, der Kerl, der nicht an Geister und nicht an Gott glaubt, hat die Bibel auswendig gelernt. Mhm, macht Sinn. Ist okay. Ist okay, ja. Offensichtlich ist das Ding hier der nächste Schritt, ne? Das aufzuheben, deswegen gucke ich erst hier oben hin. What's that? The last sermon that was held here. What does it say? The vicar's handwriting is hard to decipher, and the language. He talks about the village being divided for 20 years. This sermon was held on the anniversary of the accident this past summer. He's asking the congregation to help heal old wounds, to forgive, move on. Something to the effect of, you sit in separate aisles in God's house. Like Ruth's drawing. I told you, she was perceptive. It sounds like Grovik was split in two, between those who stood by Johann and those who supported Frederick. Because of Ruth? This sermon is from before that. No, this is all about the preceding 20 years of division and disagreements. Wegen der Mine, wegen irgendwas, was sie in der Mine gefunden haben und wegen dem sie sich nicht einigen konnten und sich deswegen zerstritten haben, noch bevor der Simon geboren worden ist. Da haben wir von gelesen. Tilly Verandre. Edward? Forgive each other. It addresses Johann and Frederick directly. But I wonder if they were even here. Remember the wedding picture? They were close friends once. How could they allow their grudge to escalate until... Entschuldigung. Nächstes They Mal. call each other traitors. But the only thing you've betrayed are the bonds. Nächstes that Mal, wenn ich das unite us. Mikrofon richte, setze ich es vorher auf stumm.
Habe ich nicht drüber nachgedacht. Tut mir leid. Ja. Mit dem Dorf, irgendwas ist hier passiert. Also vielleicht nach dem Tod der beiden Kinder, ne, Simon und Ruth, gab es in Gravik einfach keine Hoffnung mehr. Hier haben ja eh nur 20 Leute gewohnt, irgendwas. Dann ein paar Leute gestorben, einer hat sich das Leben genommen und der Rest ist gegangen? Vielleicht? Keine Ahnung. Here's something else. Many of you believe Grovik was cursed 20 years ago. God has not cursed you. This curse is of your own making. Ruth's drawing mentioned a curse. What do you think that means? It means they believed they were cursed, and that they needed something or someone to blame for their misfortune. Statt dass wir wirklich irgendwelche Antworten kriegen, wird die Sache gefühlt von Minute zu Minute mysteriöser. Okay, dann schauen wir mal. We need to find all the pages. How many pages are missing? I counted 4. They're probably all still here. I know. Let's make it a competition. 1-0 to Team Me. Okay. Du willst einen Wettkampf? Machen wir. I wanted you to find that one. I know what a rotten loser you are. Eine ist hier oben. You 2 found zu another 1 one? für uns. Just one more page missing. Eine Seite noch. What are you doing? Found another one. You get it. It's right here. 2 for Okay. 2. A tie. Good job, Teddy. Old Stop, bean. Lissie. This is not a game. Betty's out there. Of horse feathers. Stop being so gosh darn tedious, Edward. Bitty, bitty, bitty. Will you ever shut up about your precious Betty? Put those pages back in the book, and I'll stop trying to cheer you up. Also, der letzte Brief, den Edward an die Fredlands geschrieben hat, der kam im August. Ende August, Anfang September, wenn ich mich recht erinnere. Gott, was war das Datum? War das noch August, als Ruth gestorben ist, oder war das schon September? Weil wir sind ja jetzt im Oktober. Das heißt, das ist ja höchstens 2 Monate her alles. Es sei denn, das ist noch 1-2 Jahre später, das würde ja keinen Sinn machen. I'm not leaving until I find some sign of Betty. Also gehen wir mal von 2 Monaten aus. Seitdem die Lage hier so eskaliert ist. 20 Jahre seit dem Streit und 2 Monate seit Ruths Tod. The final dinner. The Last Supper. Who taught you about the New Testament? I pick up on things. Most folks aren't heathens, like you. Okay, so, schauen wir mal. This book goes back years. It lists births and deaths. Here's the 3rd Fretland brother. The one who died in a cave-in. Someone added the word for Banelson, probably quite recently. What does that Das mean ist again? der Fluch. Curse. That For word is Banelson. all over this book. Not just the men who died in the mine, but other deaths in the last 20 years. Ruth's drawing and the sermon both mentioned a curse. What do you think it means? I don't know. There were surprisingly few births. Perhaps they blame that on the curse as well. Wir haben doch aber auch gar nicht so viele Leute gewohnt, oder? Das basierend auf der Anzahl der Okay. Häuser. Ruth Elsa Fretland. She was buried in the cemetery. And the next entry, Simon Fretland. Now this is Da steht interesting. Mord. Simon is dead? Das wussten wir. Das, He drowned the day after Ruth died. Probably no coincidence. See what's scribbled next to it? Mord? Murder. Who killed him? Ruth's father? Or the mob that trashed the store? It doesn't say. After the children, a half dozen deaths in a single week. The
curse. Da steht überall It's listed Fluch. as the cause for every single death. Außer bei Maybe there 2. really was a curse. Primitive superstition. Der vorletzte und der davor hier Something unten. changed after Ruth and Da Sam. steht Verräter. It might explain why there's no one around. Edward, if it killed everyone, how's that not a curse? What does that word say? Next to those names at the bottom. For a Traitor. Ne, die beiden da unten. Bei Ruth steht gefallen. Bei Simon steht drinking. Und dann ganz oft, was heißt das? Touring, taxing? Edward? What's wrong? Final entry. There's no name. Alice. What if Oh, Edward, no. Betty? It doesn't mean she's... She's not dead. She can't be. I'd know. Teddy. I need to see the grave for myself. It's not Betty. Betty's still alive. Teddybär. Teddy? Where are you going? Don't leave me! Edward! You better not be here, Betty. This one. It's unmarked. What are you doing? Have you gone completely mad? Das fällt dir jetzt erst auf, Mädchen? Edward, Der ist schon völlig durchgeknallt seit mindestens 2 Tagen. Also völlig durch. Thank God. It's not her. Moment, ohne Sarg, ohne Leichentuch, ohne alles? Einfach so da rein? Oh, Edward. Macht man das in Norwegen so? Hat man das in den 1920ern in Norwegen so gemacht? It's not Elizabeth. I was so afraid. You're a monster. But I had to be sure. If Betty... To hell with your Betty! When did she ever shed a tear for you? Don't talk about my baby sister Or like what? that. Or what, Edward? What will you do? Ignore us? Banish us? Uns? You've spent your entire life chasing me. When are you going to do something useful with what's left of it? Quiet! Just leave me be. Fine. Ah, jetzt. Alice, Ja. come back. Don't leave me alone. So eine Theorie haben wir ja vorhin schon mal im Chat gehabt, Come ne? back. Und nachdem ich das gelesen habe, ich habe es nicht nochmal angesprochen, aber mir ist schon aufgefallen, dass sie nie irgendwelche Gegenstände angefasst hat. Sie hat keine Türen geöffnet. Wir mussten das Fenster öffnen, wir mussten die Türen öffnen, wir mussten die Zettel in der Kirche einsammeln. Sie hat nie physisch mit irgendwas interagiert. Ja, war mir schon ein bisschen suspekt. Ich habe es jetzt aber nicht nochmal in meinen Kommentaren forciert, aber den Gedanken hatten wir vor, ich glaube, fast 2 Stunden sogar schon im Chat. Lissie, where are you? Den hat Katze, glaube ich, schon mal in den Raum geworfen. Lissie. Alice? Alice, please, So, und jetzt? come back to me. Jetzt ist Lissie auch noch weg, ja? Don't leave me. Da ist sie doch. Lissie? I was afraid you'd left me. Now listen to me. No! Jetzt ist sie wieder weg. Lissie? Jetzt wart doch mal auf mich. Mädchen, ohne dich ist der Junge aufgeschmissen. Ohne dich ist der Junge einfach nur langweilig. Lissie. Du kannst nicht einfach gehen hier. Das geht nicht. Hey. Lissie, please listen to me. I didn't mean what I said. Of course you meant it.
Everything's always about Betty. I care about you both. Until it really matters. Then it's obvious who matters more. I thought she was dead. I wish she was! Don't. You deserve to be alone. Er hat gesagt, dass er ihr schon sein ganzes Leben hinterhergerannt ist. Und überlegen sollte, dass er mit dem, was von seinem Leben jetzt noch übrig ist, vielleicht mal was Sinnvolles anfangen sollte. Das sagt er in grundsätzlich jetzt noch nicht so viel aus. Please, talk to me. What's there to talk about? You can't keep running away from me. You think you own me? That you control me? That you get to decide how I feel and what I do every minute of every day? That I'm Nein. your puppet. Your little plaything. Nein. Well, fuck you, Edward Charles Harden. I never should have come here with you on this pointless chase. Now, be reasonable. Benimm dich. Lissie? Alice? No. Alice macht keinen Scheiß jetzt. Oh, no. What are you doing? What I should have done years ago. Maybe now you'll learn to Macht das sowas nicht. Now listen to me. Please, listen. Hear me out. Don't do this. You can't do this to me. I need you. I'm not whole without you. I can't lose you. I can't live without you. Don't, please, don't, no. What? No! Lissie? Oh, Alice. What have you done? Please, be all right. Aber wenn sie eh nur in unserem Kopf existiert, also nur Make me sick, Edward. in unserem Kopf existiert, dann Mother and father would war be das ja gerade nicht so das Problem, oder? Was bist du denn jetzt? Elizabeth would be ashamed. They did not think you deserved their love, so they abandoned you. Don't. Oh, my child. We are all that you have, and we love you. We are here. With us, you are never alone. Hat er Lissie Do not erschaffen Forget. No, als Kompensation für Elizabeth, weil die sich nie für ihn interessiert hat? I never. Weil die einfach gegangen ist, weil sie ihm scheißegal war? Also hat er sich eine neue gemacht? In seinem Kopf quasi, oder? Oder ist es ihr halt wirklich was zugestoßen? Schwierig. Schwierig und verwirrend. Meint ihr, wir machen die Woche voll oder ist Tag 4 oder 5 vielleicht schon der letzte? Wake up, Edward. Stop hiding. Dich mag ich nicht. Lissie war mir deutlich sympathischer. Without us, you are nothing. You cannot hide from us. Where's Lissie? Alice is not here. Bring her back. Please. I need it. Alice does not love Elizabeth like you do. She loves me. Not like I do, Edward. I'm so tired. Please. What do you want? I think of you so often. You have no idea. You just want me to forgive you so that we can keep looking for your precious, perfect Betty. She needs us. She never needed you, Teddy Bear. And she certainly doesn't need us. I can't find her on my own. Well, it's just too bad, my darling Edward. Because we're done playing second fiddle to little sis. Wait, don't go. I'm talking to you. Lissie. Oh. Es ist eigentlich falsch, dass ich gerade die ganze Zeit nur denke, dass ich gerne ein Abenteuer hätte, in dem Lissie und John gemeinsam auf Abenteuerjagd gehen. Das kann doch nur gut sein. Ich find, die beiden würden sich gut ergänzen.
Die Handschuhe hat er noch nicht dran befestigt. Doch, er hat die Handschuhe auch dran befestigt. Auch Edward. Ah, es regnet wieder. Lissie. Nun sei doch nicht so. Lissie? Please. Listen. You can't keep vanishing on me. Try me. Why are you so angry? You do not know anger, Edward. Did you ever meet my father? Alice does not want to speak with you. And what about you? Are you going to Was ist das eigentlich für ein... God helps those who help themselves. I don't need God's help. I need Lissie. Do you, though? Did you ever? What? Of course, Können wir nicht einfach mal ein vernünftiges Gespräch unter Erwachsenen führen? Gibt ja mindestens 2 Mysterien, die wir hier noch zu lösen haben. Ne, die Geschichte mit Betty. Unabhängig davon, ob die jetzt zu dieser Insel gekommen ist oder nicht, aber irgendwas muss ja mit Betty passiert sein. Und die Geschichte mit Ruth und der Mine. Alice, don't go. Hear me out. I depend on you both. You can never depend on other people, Edward. I'm not sure you count as other people. Everyone leaves, one way or another. You don't. You can't. Is that a challenge? Stop playing games. Are you ordering me, teddy bear? I'm asking you. Didn't your father always tell you to stand up for yourself? To be a real man and not a sissy? Maybe that's why he put the gun to his head and pulled the trigger. Kaboom! He was so disappointed about what his only son had Okay, done. also haben beide Elternteile Selbstmord begangen, ja? Old fruit. Weil sie hat ja vorhin schon mal erwähnt, dass die Mutter sich selbst ertränkt hat. Und der Vater hat sich abgeknallt. Tolle Familie. Gab es nicht mal irgendwelche Studien, ob geistige, also psychische Erkrankungen vererbbar sind? Also ja, bestimmte, die halt biologische Ursachen haben, auf jeden Fall. I gave you this jacket. Betty. Scheiß auf Betty. Wir suchen jetzt nicht nach Betty, wir suchen jetzt nach Lissie. Reiß dich zusammen. Wir fangen jetzt nicht schon wieder an, irgendwelche Betty-Sachen zu sammeln hier. Ich glaube, du spinnst. Lissie? Lissie. Die große Frage ist, wo ist Lissie? Lissie, get back here. Lissie ist nicht draußen. Lissie bei Ruth im Zimmer? Ja, gut. Here. Oh, der ist so ein Idiot, ne? Lissie, jetzt sei doch nicht so. Alice, be reasonable. Lissie, I'm tired of chasing you. I'm trying to talk to you. Lissie, look. Her jacket. I'm sure it wasn't here yesterday, Jesus which means Christ, Betty was Teddy. here. Meine Perhaps Güte, when ey. we were out yesterday. Betty, She must have... Betty. You love Betty more than you love us. But don't you see? What has Betty done that we haven't? What can she do that we cannot?
We've always been there for you. Why do you keep looking for her? She's real. You're not. So? Da bin ich mir nicht so sicher. You decide what is real. We are real to you. We'll never be the same. She does not want you. Who are you talking Why do you think Betty left? She was sick and tired of us. She wanted to escape. Like mother, Drowning herself because she couldn't stand being around us. like father. Bang! Right in the coconut. Stop. You drive them all away, Edward. All into death. But not us. We're always here for I you. beg you. You are never alone. Stop! Leave me alone, both of you! You want to be alone? You really want to be alone? Fine. You're alone. Good. Edward, du bist so ein Idiot. So, Lissie, mich würde an dieser Stelle übrigens noch mal interessieren, falls Hissel noch da ist. Ist ja unter der Woche, da geht es ja immer ein bisschen früher ins Bett meistens. Falls Hissel noch da ist, würde mich interessieren, diese Informationen bezüglich des Draugen, die du vorhin noch hattest und die du zu dem Zeitpunkt nicht mit uns teilen wolltest, aus Angst, dass es eventuell irgendeinen Teil des Plots spoilern könnte oder irgendwie sowas in der Art. Hat sich das jetzt soweit gelegt und erledigt oder möchtest du es noch mit uns teilen? Falls du noch da bist? please. Don't leave me. I lied. I don't want you to leave me alone. I don't want to be alone. Please, Lissie. I need you. I can't do this on my own. Und trotzdem platziert er wieder den Mantel, ne? Jetzt eigentlich mehrere Enden. Habe ich das irgendwie mal nachgeschaut? Wobei ich tatsächlich glaube, dass das Spiel nur ein Ende hat hier. Tag 5. Und der hat nichts zu essen und zu trinken, ne? Es sei denn, er hat sich vielleicht doch im Laden oder hier an den Vorräten bedient, wollte ich sagen. Is that you? Sag mal, schneit das? Are you upstairs? Betty, I'm coming. Vorher kurz gucken. Der Junge sieht richtig scheiße aus. So richtig schön fertig mit die Bereifung. I knew you were here. Irgendwas ist da oben auf jeden Fall. Und Alice ist weg. Alice kommt doch wieder, oder? Ich mag Edward ohne Alice nicht. Glaube ich nicht. Betty? Betty! Are you in there? Open the door! I'm coming in! Stand away from the door! Au. Au. Was ist das denn für ein Zimmer? Betty? No! No, 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 no! Oh, thank you. Thank Ja klar, es ist viel geiler, dass da eine andere Tote liegt. I thought it was you, Betty. But who? Anna. Anna.
Der hat doch gesagt, sie fühlt sich nicht so gut, ne? Aber warum sind die so gut konserviert? Hazel scheint tatsächlich nicht mehr da zu sein. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht an der Stelle. Schade, ich hätte ganz gern noch gewusst, What are you here, Betty? was du da noch für Informationen hast. It's from Johann, addressed to his wife. Did you notice the handwriting, Betty? It was clearly distraught. Knock, knock. Enough is enough. After decades of strife, I pray that God will... Tilly, forgive me. I am tired of secrets. For 20 years I've kept my silence about our discovery, but my silence has only led to misfortune, and my cowardice has only led to death. I will make Frederick pay for what he has done to us, for what they have done to our Ruth. Oh Mann. When it is over, I will let the ocean take me to you and Ruth. May God forgive me. Anna was already dead when he wrote this. He had no one else to confess to. What now, Betty? Johann went to confront his brother, probably at Frederick's farm. And then? Dabei wollte Anna sich doch noch mit uns über Amerika unterhalten. Die hat sich doch so darüber gefreut, dass wir kommen. Oh, ist alles voll traurig hier. Und was hat es mit dem Fluch auf sich? You said this was a gift from another unlucky suitor. Er weiß, dass das Feuerzeug Elizabeths kostbarer Schatz ist, ein Gegenstand von sentimentalem Wert. Er glaubt nicht, dass Betty dieses Feuerzeug aus Versehen hier gelassen hätte. It was precious to you. You wouldn't have left it here unless... A signpost. A breadcrumb. Das würde aber bedeuten, dass sie tatsächlich hier war, und da glaube ich nicht mehr dran. To Frederick Fretland's farm. And then to the mine. You wouldn't let this go, Betty. You'd follow your story to the end. Aber warum sollte das ihre Geschichte sein? Warum sollte sie extra für diese Geschichte hierher kommen? Es ist ja nicht so, dass sie, also sie müsste ja extra dafür hierher gekommen sein. Sie muss ja einen Grund gehabt haben, überhaupt auf diese Insel zu kommen, ne? Also... So where is Frederick's farm? The gate. Frederick's warning. The path leads to his farm. The farm is on the way to the mine, isn't that so, Betty? Are you still at the farm? Or did you go all the way to the mine? I need to see what you saw. Follow your story. Red thread you left for me. Ah, die Musik ist schön in dem Spiel. I'm on my way, Betty. Es ist eine schöne Atmosphäre, die aufgebaut wird. So where is Frederick's farm? Auch wenn ich die Zusammenhänge noch nicht so ganz schnalle hier teilweise. Also ja, die Geschichte hier mit Ruth und Simon und Frederick und so, das schon. Aber alles, was unseren Teddybär angeht hier, da tappe ich echt noch im Dunkeln. Und ich frage mich immer noch, wie sie das noch aufklären wollen. Also. Und angeblich ist das Spiel in 10 Minuten zu Ende. Ansonsten überziehen wir. Ja, also wenn der Durchschnitt 3 bis 3,5 Stunden braucht, dann sind 4 bis 4,5 Stunden ja durchaus noch im Rahmen, ne? Dann hätten wir noch etwa eine Stunde. Das könnte hinkommen. Oder wie seht ihr das?
What led you to this place? Betty? Ja. All these fragments. You would piece them together into a story, wouldn't you, Betty? Ich möchte nur anmerken, So, what do we know? als Alice hier war, hat sie gesagt, sobald er das Gefühl hat, dass seine wertvolle Betty auf der anderen Seite wäre, wäre ihm das Verbot scheißegal. Und genauso ist es gekommen, ne? Johann and Frederick are partners, and on good terms. But something happens in the mind. Disagreements lead to a falling out. And at the end of it all, 20 years later, Johann walks this path to confront Frederick. Aber der Kerl, der sich gehängt hat, kann ja nicht Johann sein, ne? Das kann nicht. Weil er hat ja gesagt, das Meer bringt ihn zurück zu Ruth und Anna. Das heißt, er hat sich von den Klippen gestürzt oder ist mit dem Boot raus auf den Ozean. Was this your doing, Johann? Did you burn your brother's farm to the ground? And where were you, Betty? Did you witness their fall? Er ist immer noch so überzeugt davon, dass Betty hier ist, aber ich glaube nicht, dass Betty jemals auf dieser Insel gewesen ist. Auf der anderen Seite, die ganzen Klamotten, es ist natürlich schon so... Ich rauf mir die Haare, das ist schwierig. Ich glaube, unsere Geschichte endet in der Mine, oder? Wir gucken uns jetzt, müssen wir das Rätsel dieses Hofs hier lösen und dann gehen wir in die Mine. Und in der Mine wird alles ein Ende finden. Das ist meine Vermutung. Vielleicht gehen wir von der Mine aus dann auch nochmal dahin zurück, wo Ruth gestürzt ist. Es schneit in der Scheune. Okay, war das jetzt Teil des Soundtracks oder ist da eben wirklich was? Simon's grave. Warte, was? Born December 5th, 1909. Died September 17th. 14? Haben Sie nicht vorhin was von 19 gesagt? The safe. Frederick would choose numbers that meant something to him. Why bury Simon here and not at the cemetery? Der hat doch in der Mine mitgearbeitet, oder? Blamed him for Ruth's death. Nein, nee, das war nicht Simon, das war Arne, ne? Simon war ja der Sohn, der mit Ruth befreundet war. Ruth ja das Mädchen, auf seine Klippe gefallen ist. Und Arne war der jüngere Bruder von den beiden Zwillingen, der bei dem Minenunglück gestorben ist. Und der war 19, der war auf dem Foto drauf, nicht Simon. Ach, zu Margaret hast du nichts zu sagen, nein? Das ist die Mine. Fredland Mining Company. Der Schlüssel ist im Safe, oder?
Und nochmal zu, sie hat geschrieben, dass sie nie dort angekommen ist. Zum Zeitpunkt des Eintrages, das war glaube ich August, Juli oder August. Zu dem Zeitpunkt war sie auf jeden Fall noch nicht auf der Insel oder zumindest nicht so, dass die Fredlands das mitgekriegt hätten. Das wissen wir. Das hat Anna in ihrem Tagebuch geschrieben. Kann natürlich sein, dass sie nach Ruths Tod eingetroffen ist oder zu Ruths Tod oder die Möglichkeit besteht, aber ich weiß nicht, ich halte das mit jeder Minute für unwahrscheinlicher. What do you reckon, Betty? Let's try Simon's birthday. Das ist sein Todestag. Oh nee, es ist der Geburtstag. Another Viking artifact, Betty. Most likely from the same treasure Ruth found. Postmarked in Boston. That's a curious coincidence. Warum? Dear Frederick, I hope this letter, it's in English, Betty. Hope this letter finds you and the boy in good health. We're concerned about you both. No word from you for almost 2 years now. All of us still heartbroken about Margaret's passing. We know things have been difficult for you and Simon. Oh, was ist das? Mr. Fretland, we expect you to take care of this problem. If the discovery is made public, the authorities will intervene and the mine will be shut down. Should this happen, we will consider it a breach of our contract, and we will withdraw our investment. You and your brother Ich habe will schon be responsible for durchgelesen all gerade. debts and losses. Johann must be convinced to wall up the chamber. We have already dealt with the worker who made the discovery. We've already dealt with the worker who made the discovery. Das ist natürlich eine Aussage, ne? Wir haben uns schon um den Arbeiter gekümmert. Hei, die haben also tatsächlich diesen Schatz gefunden. Was meiner Meinung nach natürlich ein ganz neues Licht auf diese ganze Angelegenheit wirft, ne? Weil Ruth diesen Schatz ja auch gefunden hat. Und irgendjemandem war dieser Schatz anscheinend sehr wichtig. The Fretland Mining Company. This must be for that locked shed. You went to the mine. I hope our guardian angel watched over you. Nein, sie ist nicht in die Mine gegangen, dann wäre der Schlüssel nicht im Safe, du... All right, Betty. So what happens next in your story? Johann and Frederick discover something in the mine. A cave or chamber of archaeological value. They argue about what to do. The discovery is made public. It's the end of their enterprise. Johann is convinced or paid to walk away. Their secret stays hidden. Then, a few months later, the accident. 3 men die. The investors pull out. The mine shuts down. Frederick's up to his neck in debt. You're at the mine, aren't you? I'm on my way. Oh, ich bin von Teddybär inzwischen genauso genervt wie Alice. Kein Wunder, dass sie ihn verlassen hat. Did you see this, Betty? Betty. Cursed mine in Grovik. Locals struggle with bad crops and livestock deaths and blame it on... They thought they were cursed because of the mine. A thing like that becomes self-fulfilling. If you believe you're cursed, every misfortune feeds the delusion. Quasi eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
So, 20 years pass. The Fretland feud tears the village apart, setting neighbor against neighbor. And then, Ruth stumbles across the secret in the mine. After all this time, the truth may finally come to light, but she dies. And the day after, Simon is murdered. Did you come here to tell their stories? Und wir sind wieder auf dem Weg zur Mine. Hier vorne noch irgendwas? Nein. Aber zur Vorsicht gucken, schadet nie. You were always braver than me. Always curious. Always pushing the boundaries. Betty? Betty? Edward. It's a catalyst. Old grievances resurface. No matter who you stand with, you're a traitor. Things escalate. More people die. From disease, despair, suicides, murder. If you hear me, just stay put. I'm almost there. Ist auf jeden Fall eine sehr tragische Geschichte, die sich hier abgespielt hat. Aber noch haben wir nicht alle Antworten, glaube ich. Because of the mine. Because of what they found there. Der Wikingerschatz. And what they covered up. There was no one to stop it, Betty. They were alone. That's the real curse of Grovik. Isolation. Did you come here to tell their stories? Können wir mal hier sowas wie Dear Esther oder so, ob wir da wieder rauskommen? Da ist der Puppenkopf. Sie war also definitiv hier. Noch kurz gucken. Dear Esther oder wie hieß das andere? Gone Home. Die haben dieses Genre ja quasi losgetreten, die beiden Spiele. Ruth was here the day she fell. Something spooked her, and then she ran all the way to the cliff where... Do you know what happened, Betty? Did you witness it? Ich versuche bei diesen Auswahlmöglichkeiten immer möglichst nicht in die Richtung Betty zu gehen. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Stand ja schon häufiger mal zur Auswahl und ich habe eigentlich immer was anderes gewählt. Please answer me. Betty? Oh, jetzt kommt, glaube ich, keine schöne Passage. Hello? Hört ihr das? Da buddelt jemand. Ach so. Ach, du bist nur... Oh, Betty. This is Mother's brooch. You always wore this. You wouldn't take it off unless... Wie soll sie denn da reingekommen sein? Ach, Junge.
Mist. Oh, shit. Oh, shit. Das ist jetzt blöd. Das ist echt blöd gelaufen. Dieser blöde Vogel. Uah. Uah. Das war ich nicht. Das war schon so, als ich hierher gekommen bin, ich schwör's. Edward! Edward! Betty? Elizabeth? Is that you? Ach, das ist doch totaler Quatsch. Where are you? I'm on my way, Betty. Wait for me. I'm here, Betty. It's Edward. It's me. Heißt das, wir werden das letzte Geheimnis jetzt nicht lösen oder kommen wir nochmal Stay where wieder? you are. I'm coming. Lässt er sich schon wieder ablenken, der Idiot, ne? Also eigentlich lasse ich mich gerade ablenken, aber ich bin mir relativ sicher, ich hätte eh keine Wahl. Edward! Where are you? I'm on my way. I can hear you. Hold on. I'm almost there. Stay put, Betty. I'm coming for you. Betty? Please, Edward! Hurry! Betty! Elizabeth? I'm on my way! Edward, please! Hurry! I'm coming, Betty! Don't move! I'm coming for you! I'm here, Betty! It's Edward! It's me! Jetzt kletter doch da auch rüber. Wo ist denn jetzt deine Betty? I'm I can hear you! Hold on! I'm almost there! Bei der Klippe, oder? Bei der Klippe, von der Ruth gefallen ist. Stay put, Betty! I'm coming for you! Where are you? Edward? Just stay put! Betty? Oben beim Farmhaus? Betty! Edward? Hurry up! Oh, Edward! Hurry! I'm coming! Edward, is that you? Oh, das ist die scheiß Puppe, die ruft, oder? Thank God. Ach, Edward. You're here. Elizabeth. There you are. Finally. You have no idea how long I've been looking for you. You had me so worried. Sie ist es, das weiß er. Es ist Betty. Er kennt sie so gut. Ihren Schal, ihren Hut, ihre Handschuhe. Alles ist da. Sie ist hier. Look. Your brooch. Mother's brooch. You must have lost it at the mine. Oh Mann. Let me put it on for you, Betty. I wouldn't want you to lose it again. Der ist ja völlig ab von der Spur. She's been dead for 30 years, Edward. Elizabeth was never here. But we didn't come for her. We came for Johann, and Anna, and Frederick, and Simon, and... Aber warum? And Ruth. We're here to tell their stories. No. Ist Edward ein Journalist? She's here. You know Betty died when she was a baby. Als Baby? She drowned in the pond. And you found her. You were just 11. You carried her to your mother. And your mother... She hated you for that.
She could never forgive you for bringing her baby to her. And you could never forgive yourself for what she did after. You always forget this. Because you don't want to be alone. So you bring Betty back. Again and again. To New York. To Boston. To the house. But always just out of reach. Never quite there. The scent of her. The echo of her. But never really her. And all it does is make you lonelier. But the thing is, Edward, you're never alone. You have us. And you'll always have us. Betty's... She was never there for you. She couldn't be. You can't lose us. We're a part of you. Forever. And ever. And ever. But you need to let Betty go now. There's not room for all of us in there. I couldn't save you, Elizabeth. I'm so sorry. An meinen größten Fan. Mit herzlichen Grüßen, Greta Gaynor. It is as painful to wake from a vision as it is to be born anew. Das ist aber nicht das Ende, oder? Wir müssen Ruths Geschichte noch zu Ende erzählen. Wir sind doch noch nicht fertig. Wir müssen noch mal in die Mine. Aber jetzt alle zusammen, ja? Lissie, du bist jetzt wieder da, ne? Lissie? Alice? Lissie. Oh, Gott sei Dank. Oh, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Teddy bear, are you up? Come outside. It's a beautiful day. Had your noodle juice yet? I might be weaned off the stuff. Boo. Don't lose your taste for tea, old fruit. It keeps you human. We have unfinished business. We do? The final piece of the puzzle. Ruth. Come on. Let's go back to where it started. We have an appointment with a ghost. Da, wo es alles angefangen hat. In die Mine? Alice? What is it? No, it's nothing. Oder zur Klippe? Such an amazing view, isn't it? Zur Klippe. And the air. Ugh. Boy, that sure is something. Unser Boot ist aber immer noch nicht Come da. sit down. Why did we come here, Teddy? To Grovik? Well... The letter to Frederick. The one you found in his safe. From Boston. I may have overheard a conversation somewhere, paid it no attention, but the name stuck. And Betty... And I spun a story around it that put us on this path. Do you really believe that? I mean, how often are you around people? Some places have gravity. What are you saying? Gravewick's gravity pulled us across the Atlantic Ocean? Grovik. No, I'm not saying that. That's irrational. But you believe it, don't you? That we were summoned to tell their story. To find my sister. But Betty's not.
She was never here. It doesn't make sense. I'm a man of science. I don't know what to believe. And yet, here we are. All three of us. Is this what you wanted to show me? I wanted to be close to her. Do you believe in ghosts, Edward? You know I don't. Well, you've been chasing one for years. That's different. What about me? Us. You're not ghosts, you're alive. Fair enough. So what really happened to Ruth? I believe it was an accident. How? What happened? Your guess is as good as mine. All right, she ran from the mine and came here. And then... was she afraid? What made her run? Something spooked her. And she panicked. So she ran here. Why not home? She couldn't go home. Or she didn't want to. She felt safe here. This was her happy place. And then... if only Ruth had wings, like an angel, she could have flown straight to heaven. I hope she's at peace. And with God. Do you think that's where everyone's gone? Heaven? They're dead. I don't know what that means. Maybe there is more. I can't stop you from hoping. We'll never know what happened to everyone in Grovik. We tried our best. We'll remember them. All of them. Maybe that will give them some peace in the afterlife. Could this be your book, Edward? The one you've been wanting to write? A story about people who are isolated, left behind by the world. You can give them all a proper ending, with no annoying loose threads. Edward, is that... A boat? But how? Who cares? Let's catch it before it sets out on another adventure. Bringt der Draugen uns das Boot I zurück? understand how this can be. Draugen got tired of sailing around in it and brought it back to us. It must have been the wind. Whatever helps you sleep at night, teddy bear. Let's blouse, while the weather's still good. I need my suitcase. So get a wiggle on, old boy. I'm going to say my goodbyes to all the things. I don't think we'll be back. Meet you at the house. My goodness. Righty-ho. No rush. We have all day. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist also jetzt der Abschluss unserer Geschichte, ja? So endet es dann also. Mit der Geschichte über ein kleines Dorf, abgeschnitten von der Außenwelt. Einer Fehde, die eine Gemeinde geteilt hat. Und einem Unfall. Der ein gesamtes Dorf vernichtet hat. In den Abgrund getrieben hat. Ein Fluch. Ich hätte gedacht, dass wir nochmal zur Mine zurückgehen. Die Geschichte zu Ende erzählen. Den Schatz finden. Aber anscheinend ja nicht, ne? Es sei denn, das kommt jetzt noch, wenn wir unseren Koffer holen.
on, Teddy. Pack your things. I'll meet you by the boat. Do you never sit still? Don't be a wet blanket. Let's make like the wind and get out of here. You know, this house is starting to grow on me. I almost wish we had more time to dig deeper into the history of Grovik. You know, this house is starting to grow on me. Aber die Brosche, die nehmen wir mit. Ein letzter Blick in den Spiegel. Zum Ende unserer Geschichte. Hat noch keiner gemerkt, dass es Gravik so in dem Sinne nicht mehr gibt? Dass sie uns hier einfach haben hinsegeln lassen, oder? Oder haben die sich gedacht, na dann guckt er sich halt die Ruinen an. Letztendlich eine sehr traurige Geschichte. Aber trotzdem irgendwie mit einem optimistischen Abschluss, oder? Let's go. Row, Teddy, row. Leb wohl, Gravik. Leb wohl, Ruth. Simon. Leb wohl, Betty. The water's still cold. It's a fjord, Lissie, and it's almost winter. There'll be snow when we get back to Hanover. The house will be warm. Are we going to be all right, Edward? I think so.
Edward und Alex. Oh, hoppla, da ist nochmal. Edward und Alice werden zurückkehren. Das stand da eben noch. Das stand da eben im Abspann. Was bedeutet genau das. Genau das. Da werden wir nachgucken jetzt. Da gucken wir jetzt nochmal. Ich gucke auch nochmal ganz kurz gleich ins... Okay, wir haben 9 von 13 Achievements. Da gucken wir mal als erstes rein. Der Gesellschafter. Alle Gespräche mit Lissie geführt. Haben nur 5,4% aller Spieler geschafft. Wie kann denn das sein? Was seid denn ihr für Monster? Ansonsten, das Ende haben 65,6% aller Spieler. Also 65,6% aller Spieler, die Draugen auf Steam besitzen, haben das Spiel tatsächlich auch durchgespielt. Das ist eine echt gute Bilanz. Das ist ein sehr hoher Wert. Normalerweise liegt das so bei irgendwo zwischen 10 und 20%. Ist schon gut eigentlich. So, was haben wir denn? An Ruth von Edward. Gute Nacht, kleines Mädchen. Ach, wir hätten die Brosche auch bei Ruth noch ins Bett legen können, oder was? Co-abhängig. Du gehst Lissie langsam auf die Nerven, Teddybär. Gab es noch. Der Künstler. Alle Zeichnungen angefertigt. Gut, das habe ich mir schon gedacht, dass es da ein Achievement für gibt. Und... Das Leben ist nur ein Traum, jetzt fahren wir übern See. Also ich habe nicht die geringste Ahnung, was diese Achievements noch bedeuten sollen oder wie man die irgendwie erzielen kann. Nicht die geringste Ahnung tatsächlich. So, erster Schritt. Ich sehe hier tatsächlich noch nichts zu einem zweiten Teil.
Red Thread. Was macht ihr denn? Woran arbeiten die denn im Moment überhaupt? Postapokalyptischer Polarpunk. Das wird's nicht sein, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Müssen wir einfach die Augen offen halten. Ich finde da jetzt auf die Schnelle nichts zu. So, Schritt 2. Nochmal ganz kurz in die Projekte reingehen. Hier auf Discord. Einmal kurz gucken, ob ich jetzt auf die Schnelle dieses Spiel finde, von dem wir vorhin gesprochen haben, weil das lässt mir nach wie vor keine Ruhe. Ich fände es auf jeden Fall cool, wenn es eine Fortsetzung geben würde. Ich würde Alice und Edward gerne in einem neuen Abenteuer wieder hier auf meinem Bildschirm begrüßen können. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht. Aber wahrscheinlich ähnlich, ne? In Apsu geht das auf jeden Fall. In Apsu gibt es hier dieses Unterwasserabenteuer, ne? Da kann man auf jeden Fall die Fische beobachten. Was haben wir hier noch? Nein, da nicht. Nein. Hatte Martha is Dead sowas? Ich weiß es gerade gar nicht. In Stray konnten wir uns als Katze auf jeden Fall an alle möglichen Stellen hinlegen. Ist die Kamera dann rumgefahren oder hat sie nur die Katze gezeigt? Da ging auf jeden Fall auch was. Was haben wir noch? To the Moon, wo ich hier gerade To the Moon lese. Da gibt es ja auch noch 2 Fortsetzungen von, die wir bei Gelegenheit auch mal spielen müssen. Ne? To the Moon war eine absolut geniale Erfahrung und wenn die anderen beiden Spiele ein ähnliches Kaliber haben, dann müssen wir die auf jeden Fall noch zusammen spielen. Twin Mirror vielleicht? Ging das in Twin Mirror eventuell? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich nie endgültig wissen. Okay, so. Eine Sache noch, bevor ich euch hier für heute in die Nacht entlasse. Und zwar würde ich gerne an dieser Stelle noch ein bisschen Hype generieren, noch ein kleines bisschen Werbung machen für ein neues Projekt, das wir am Donnerstag starten werden. Ich habe schon erzählt, morgen bin ich auf einer Fortbildung, einen Großteil des Tages, deswegen gibt es morgen keine neue Folge von Spider-Man Miles Morales. Aber morgen Abend gibt es eine neue Episode von Rios Trinity of Terror. Diesmal wirklich, ich werde versuchen, sie nicht wieder zu verschieben. Und Donnerstag starten wir ja ein neues Projekt hier. Und auch da spiele ich kurz noch einen Trailer ab, weil das mache ich ganz gerne mal im Moment, gerade so in diesen Einzelprojekten, nochmal so ein bisschen Werbung für andere Projekte hier auf dem Kanal machen, in der Hoffnung, dass euch das eventuell interessiert und dass ihr dann dafür nochmal wiederkommt. Von daher, Donnerstag gibt's ja das hier. Death clings to this island. The forces at work are beyond anything I could have imagined. Your last attempt triggered a war between our countries, need I remind you? Is that clear? Don't give them the opportunity to manipulate you. They're insidious, manipulative, cunning. You are an angel who brings peace to the soul, my son. You are making a big mistake on one point. He has no end of power. I have the choice who to support, what to become, and it will shape the world.
Da bin ich auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt drauf. The Council, Donnerstagabend um 19 Uhr geht's los mit dem ersten Kapitel. Ich hoffe, euch spätestens da wieder hier auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Sofern ihr nicht Bock habt, morgen Abend ab 18 Uhr mit mir gemeinsam einmal mehr in die Welt des Horrors einzutauchen. Wie gesagt, in einer neuen Folge von Rios Trinity of Terror. Mit Draugen sind wir hier an dieser Stelle auf jeden Fall fertig. Ich fand es eine interessante Erfahrung. Haben sie letztendlich dann doch zu einem ganz schönen Ende geführt, auch wenn ich mir vielleicht 1, 2 Puzzlestücke mehr auf dem Weg gewünscht hätte, aber letztendlich ist die Geschichte, die sie da erzählt haben, doch in sich soweit schlüssig. Das kann ich so akzeptieren. Da sind jetzt keine übermäßig großen, losen Enden, die mir noch irgendwie auf den Sack gehen würden oder irgendwie sowas in der Art. Kann man so für sich stehen lassen. Und die Aussage im Abspann, gut, sie ist von 2019, das ist jetzt schon 4 Jahre her und seitdem da nichts von gehört haben, ist prinzipiell in der Gaming World natürlich erstmal jetzt nicht das allerbeste Zeichen. Aber, naja. Es hieß, Edward und Alice will return. Edward und Alice werden zurückkehren. Ich drücke einfach mal die Daumen, dass das auch tatsächlich passiert. Und bis dahin beschäftigen wir uns halt mit ganz vielen anderen tollen Spielen hier auf dem Kanal. Ich bin der Rio, ich klinke mich jetzt aus, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, für eure Geduld und für eure Unterstützung und hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Und lasst euch nicht vom Draugen holen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dann.